So, eine neue Folge Jona If. Ich habe einen altbekannten Gast. Wer bist du nochmal? Isabella Weber. Was machst du, Isabella? Ich bin Ökonomin, immer noch. Immer noch? Macht das noch Spaß gerade? Naja, es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie die Energiekrise on Steroids, aber unter noch viel katastrophalen Vorzeichen global gesehen. Von daher würde ich nicht sagen, dass diese besondere Position besonders viel Spaß macht. Aber Ökonomik an sich ist natürlich wichtig und kann Spaß machen, wenn man es richtig macht. Ja, ich meine, ihr seid doch jetzt gefragt, oder? Wir sind gefragt, ja. Aber immer wenn diese Expertise gefragt ist, ist es ein schlechter Moment. Warum? Naja, weil es letztlich um Inflation in Zeiten von sich überlappenden Krisen und Notständen geht und auch um Inflation, die von den essentiellsten Gütern ausgeht. Und das ist eine Inflation, die unmittelbar zur Umverteilung führt von Ärmeren zu Reicheren und den Allerreichsten. Und eine Inflation, die Gesellschaften im Kern destabilisiert. Und das ist natürlich kein schönes Thema. Aber ist das jetzt bisher nur eine Gefahr oder können wir das noch abwenden? Naja, es ist natürlich erstmal eine Gefahr und man muss natürlich sehen, dass dieser Schock jetzt nach dem Schock kommt, den wir vor gar nicht allzu langer Zeit hatten. Also wenn wir uns zum Beispiel die Welthungerlage anschauen, dann hat sich die nicht wirklich von der letzten Welthungerkrise erholt. Und das letzte Mal war es tatsächlich eine Krise, die von Preisexplosionen ausging, wo es zwar natürlich enorme Verschiebungen der Angebotsströme auf dem Weltmarkt gab, aber keine tatsächlichen Knappheiten. Und dieses Mal, was jetzt auf uns zurollt, mit den Düngemittelknappheiten, die es voraussichtlich geben wird, wenn dieser Krieg weitergeht, könnte tatsächlich eine Krise sein, wo es auch zu physischen Knappheiten kommt. Und zum Beispiel die Welthungerorganisation hat schon gewarnt, dass ich glaube 45 Millionen Menschen 45 Millionen zusätzlich in Hunger kommen werden als Ergebnis von dem, was auf uns zurollt. Insofern ist es schon extrem bedrohlich. Und mit letzter Energiekrise meinst du nach der Beginn des Ukraine-Krieges oder Corona? Nee, also im Kontext des Ukraine-Krieges, genau, okay. Genau. Also das hat sich natürlich aufgebaut in den Jahren zuvor, aber die wirkliche Krise kam dann ja 2022. Nee, ich meinte, davon macht es jetzt nicht Spaß, Ökonomin zu sein, weil so viele Anfragen jetzt kommen. Ich meine, du bist jetzt hier nicht bei einem Format, was wissen will, was unsere Anleger und welche Aktien wir jetzt reingehen sollten, sondern eher so, was politisch zu tun wäre, damit das Schlimmste verhindert wird. Und hast du da den Eindruck, dass die Politik gerade sehr aufmerksam ist? Und naja, also was schon Mut macht, ist, dass wenn ich mir die Debatte dieses Mal anschaue in Deutschland, dann ist die jetzt innerhalb von wenigen Wochen an einem Punkt, wo es uns das letzte Mal Monate gebraucht hat, um dahin zu kommen. Also ich meine, die Forderung nach einem Preisdeckel ist jetzt ja schon prominent von Finanzminister Klingbeil gekommen. Die Reaktion von Klingbeil war auch sofort, man muss das Profiteering eindämmen und so weiter. Also diese ganzen Themen, die das letzte Mal wirklich monatelang erst gesetzt werden mussten. Und ich habe das ja relativ früh gesagt, dass es zu Krisenprofiten kommen würde und dass da einige Leute sehr reich von werden würden und dass man damals eben Gaspreisdeckel braucht und habe dafür ja erstmal sehr viel Spott und Häme eingefahren. Und bis das sozusagen das letzte Mal dann dazu kam, dass die Regierung das ernst genommen hat, das hat ja tatsächlich von Februar bis September gedauert. Und dass wir jetzt sozusagen innerhalb von Wochen schon darüber sprechen, glaube ich, zeigt schon, dass ein gewisses Lernen stattgefunden hat. Aber was natürlich nicht stattgefunden hat, ist, dass was eigentlich die Lektionen von 2022 gewesen wären, ist, dass man vorbereitet sein muss, dass man im größten Maße möglich in die erneuerbaren Energien investieren muss, dass die Frage von leistbarem Leben auch eine Frage von Friedenspolitik ist, dass man Reserven aufbauen muss in öffentlicher Hand und so weiter. Also diese ganzen, was ich Emergency Economics und Preparedness Maßnahmen nenne, hat eben nicht stattgefunden. Insofern ist man jetzt wieder mit dem Rücken an der Wand und man hat ein bisschen schneller realisiert, dass man mit dem Rücken an der Wand ist, aber man hat sich halt trotzdem wieder mit dem Rücken an die Wand gestellt.
Hattest du im Nachhinein recht, weil du meintest, du wurdest am Anfang letztes Mal belächelt mit deiner Analyse. Hat sich das im Nachhinein als richtig herausgestellt? Als Ökonomin denke ich natürlich immer, dass ich recht habe. Aber ich glaube, dieses Mal gibt es tatsächlich ziemlich gute Gründe zu sagen, warum ich recht hatte. Also eine der Punkte, die ich gemacht habe, war ja zu sagen, dass in Zeiten von solchen Schocks Übergewinne anfallen. Und das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass in den Sektoren, wo die Preise explodieren, natürlich Übergewinne entstehen. Also wie zum Beispiel in den fossilen Energien, wo wir das jetzt ja gerade wieder live beobachten können. Du hattest nach Empfehlungen für Investoren gefragt. Ich gebe hier keine Empfehlung für Investoren ab, aber ich kann sagen, dass die Aktienkurse für fossile Unternehmen wirklich in die Höhe geschnellt sind. Also die haben sich schon seit der letzten Krise von denen, die in Erneuerbare investieren, auseinanderentwickelt. Aber jetzt in den letzten Wochen ist das wirklich so fast vertikal in die Höhe geschnellt. Und das spricht eben dafür, dass es nicht nur ich bin, die sagt, da werden große Übergewinne anfallen, sondern dass auch der Markt erwartet, dass es zu enormen Übergewinnen kommen wird. Aber der andere Punkt ist nicht sozusagen nur die Frage, was passiert eigentlich mit den Gewinnen in den Sektoren, wo unmittelbar die Preise in die Höhe schnellen, sondern die Frage, was passiert, wenn die Kosten für Unternehmen hochgehen. Also und Öl und Gas sind natürlich gewissermaßen die wichtigsten Inputs in unserem fossilbasierten Kapitalismus, die man sich vorstellen kann. Also in fast allem ist Öl oder auch Gas drin, also vor allem Öl. Wenn wir uns hier umschauen, dann, was weiß ich, schon an diesem Mikrofon, die einzelnen Teile haben Plastikelemente. Meine Brille hat Plastik, also alle Verpackungen haben Plastik. Wie, das ist hier ein fossiles Studio oder was? Scheiße. Ich dachte, das ist alles erneuerbar. Alles erneuerbar. Also will heißen, dass sozusagen, wenn die Ölpreise in die Höhe schnellen, das tatsächlich alle Bereiche der Wirtschaft betrifft. Und dann ist eben die Frage, ob diejenigen, die Produkte kaufen, die mit diesen jetzt teurer gewordenen Dingen hergestellt werden, diese Kostensteigerung absorbieren oder ob sie weitergeben. Und was unsere Forschung zeigt, ist, dass diese Schocks tatsächlich so eine Art Koordinierungsmechanismus sind, wo sozusagen dieser Schock selber an die Unternehmen das Signal sendet, jetzt ist der Moment, um die Preise zu erhöhen, weil alle wissen, die Kosten gehen hoch. Das heißt, wenn ich jetzt meine Preise erhöhe, kann ich mir relativ sicher sein, dass mein Wettbewerber auch seine Preise erhöht. Und dann ist es nicht mehr so gefährlich, Preise zu erhöhen, weil unter normalen Umständen, wenn ich als Unternehmen rausgehe und meine Preise hochziehe, muss ich natürlich davon ausgehen, dass mein Wettbewerber sagt, oh, vielen Dank, in dem Falle halte ich meine Preise, wo sie sind und greife deine Kunden und deinen Marktanteil ab. Und in dem Moment, in dem es eben so ein klares Fenster gibt, das sich öffnet, wo allen klar ist, okay, jetzt ist der Moment, findet so eine implizite Preiskoordinierung statt. Und wir haben da sehr ausführlich die Earnings Calls von großen Unternehmen analysiert, also von großen aktiennotierten Unternehmen, die immer an ihre Investoren und Finanzanalysten Berichterstattungen geben in diesen sogenannten Earnings Calls. Und die haben das ziemlich offen ausgesprochen, dass sozusagen diese Art von Schocks eine gute Gelegenheit sind, um Preise zu erhöhen und damit letztlich eine gute Gelegenheit für Profite. Habe ich mir das damals richtig gemerkt, dass quasi normalerweise es immer so war, wenn die Preise dann wieder runtergehen, weil der Schock sich mindert und so weiter, dann gehen normalerweise dann auch die Preise beim Endkunden runter. Und diese Verkäuferinflation, das war das Neue, dass die einfach die Preise nicht mehr gesenkt haben, obwohl dann quasi die Produktionskosten... Das ist ein Element, aber das andere Element ist, okay, also stellen wir uns mal vor, es gibt... Erzähl's mal für du. Okay, also es gibt, sagen wir mal, es gibt zwei Automobilunternehmen. Eines ist Honda und das andere ist Toyota. Und die stellen Autos her, die eigentlich extrem ähnlich sind. Und in normalen Zeiten, wenn sich jetzt Honda entscheiden würde, seine Preise zu erhöhen, dann würde Toyota sagen, oh, fantastisch, vielen Dank. Jetzt gehen deine Kunden, wollen jetzt keine Toyotas mehr kaufen, weil die teurer geworden sind, die kommen jetzt zu uns. Schön. In diesem Falle ist sozusagen Wettbewerbsdruck da, dass man nicht einfach Preise erhöhen kann. Wenn jetzt aber beide Unternehmen davon ausgehen können, dass der Wettbewerber auch die Preise erhöht, dann kann man Preise erhöhen, ohne Gefahr zu laufen, dass man Kunden verliert. Und das bedeutet sozusagen, dass dieser ganze Wettbewerbsdruck nicht mehr da ist und es zu so einer Art temporären
Monopol oder der temporären Marktmacht kommt, die noch größer ist als die vor dem Schock bestanden hat. Und das heißt, dass man die Preise erhöhen kann auf eine Art und Weise, die profitsteigernd am Ende ist. Okay, du bist immer noch verwirrt, sorry. Nee, aber war das... Und also der Punkt, den du machst, ist sozusagen, ist noch ein anderer. Also in dem ersten Schritt werden erstmal die Preise erhöht, okay? Ja. Und dann im zweiten Schritt, sagen wir mal, die Plastikpreise gehen jetzt wieder runter. Und dann ist die Frage, ob der Preis von dem Plastikspielzeug auch mit runtergeht oder ob der Preis von dem Plastikspielzeug da bleibt, wo er war. Wenn er da bleibt, wo er war, dann entsteht natürlich ein zusätzlicher Gewinn, weil die Kosten jetzt runtergegangen sind, der Preis ist da, wo er war und der Gewinn ist ja letztlich ganz grob gesprochen Preis minus Kosten. Das heißt, es entsteht so ein nachgeschobener Profitschub und das ist auf jeden Fall auch passiert. Aber worüber ich spreche, ist sozusagen noch zusätzlich, dass auch im ersten Moment des Schocks die Preise sehr stark erhöht werden. Also die Preise gehen sehr stark hoch mit den Kosten, bleiben dann oben, wenn die Kosten fallen, sodass zweimal eben zusätzliche Gewinne entstehen können. Aber jetzt bei dem Beispiel der Honda und Toyota zu bleiben, warum zieht dann Toyota da quasi nach, obwohl ja eigentlich das Ziel sein sollte, im Vergleich zu Honda jetzt mehr zu verkaufen? Genau, so war es doch früher, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, also das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass vor der Inflationsphase während Covid und der Energiekrise die Preise extrem stabil waren, obwohl die Marktkonzentration schon gigantisch war. Also wir hatten sozusagen schon eine Situation, wo sehr wenige Unternehmen ganze Märkte unter sich aufgeteilt haben. Trotzdem haben diese Oligopolisten, also diese großen Unternehmen, die diese Märkte beherrschen, die Preise erstaunlich stabil gehalten. Und es brauchte sozusagen einen Moment, der zu so einer Koordinierung geführt hat, wo klar war, okay, jetzt ziehen alle mit. Also in dem Moment, in dem ich mich nicht darauf verlassen kann, dass der Wettbewerber mitzieht, mache ich es auch nicht, traue ich mich nicht. Auch wenn ich eigentlich die Marktmacht hätte, es zu tun, aber ich habe sozusagen, also habe immer noch diese Gefahr, dass der Wettbewerber mir meinen Marktanteil abgreifen kann. In dem Moment, in dem ich mich aber darauf verlassen kann, dass die Wettbewerber mitziehen, mache ich es. Warum können die sich darauf verlassen? Weil sozusagen dieser Schock so ein klares Signal in den Markt sendet. Dann kommt noch hinzu, dass die Kunden, wenn sie die ganze Zeit im Fernsehen oder auf Podcasts oder anderen Medien hören, dass die Kosten hochgehen, auch eine andere Erwartung haben. Also auch auf der Nachfrageseite ist sozusagen mehr Verständnis da. Und dadurch entsteht sozusagen so ein Momentum, das ermöglicht. Was, glaube ich, ziemlich wichtig ist, wenn wir jetzt auf die jetzige Situation gucken, ist, dass beim letzten Mal gab es noch am Anfang so ein gewisses Zögern. Also weil man ja eben, also genau deine Frage, weiß ich denn, ob das andere Unternehmen mitzieht, ne? War natürlich im Raum gestanden. Aber die dürfen sich auch nicht absprechen. Offiziell. Sie dürfen sich ja offiziell nicht absprechen, genau. Deswegen ja auch diese implizite Koordinierung, die sozusagen eine Koordinierung ist, wo ich noch nicht mal mit dem anderen Unternehmen sprechen muss und sagen muss, okay, jetzt erhöhen wir die Preise, weil wir alle auf den Markt schauen, auf den Schock schauen und sagen, okay, jetzt ist der Moment. Aber das letzte Mal waren sie sich oft am Anfang noch nicht so ganz sicher. So, ist es jetzt wirklich so ein Moment, wo man wirklich die Preise hochzieht? Oder vielleicht hält mein Wettbewerber es doch noch länger durch und zieht die Preise nicht hoch? Und da ist jetzt natürlich dieses Mal die große Frage, inwiefern da auch ein Lernen stattgefunden hat, weil es eben ein gewisses Playbook gibt, das letzte Mal umgesetzt wurde, wo man sagen kann, dass jetzt dieses Mal vielleicht man noch schneller sozusagen dann sagt, okay, der Schock ist da, das ist der Moment, die Preise zu erhöhen. Aber das werden wir sehen müssen. Also das ist letztlich spekulativ. Liegt das insbesondere bei den entscheidenden Sektoren daran, dass es halt immer weniger Wettbewerber gibt und also dass man halt weniger darauf achten muss, was die anderen machen, weil es einfach weniger Konkurrenz gibt, auf die man achten muss. Und dann, wenn Toyota sieht, guck mal, Honda macht das und der Chinese macht das auch und der Deutsche macht das auch. Na gut, dann kann man das auch machen, anstatt wenn es 20 verschiedene sind. Und wenn dann davon, stell mir vor, 2 Bewerber oder Wettbewerber sagen, oh, wir machen das jetzt nicht. Wir wollen jetzt unseren Marktanteil erhöhen. Wir verzichten jetzt auf weniger Profit.
Also wenn die Situation übersichtlicher ist, kann man davon ausgehen, dass diese Koordinierung leichter funktioniert. Aber wie schon gesagt, also die Konzentration alleine reicht eben nicht. Also das ist ja das Paradox, dass wir gesehen haben, dass vor Covid die Preise extrem stabil waren, obwohl es schon sehr wenige Unternehmen waren, die Marktmacht letztlich hatten. Da kommt noch ein anderer Faktor hinzu, und zwar die ganze Frage von Stabilität von Lieferketten. Also solange ich weiß, dass ich meine Produktion sehr schnell hochfahren kann, solange ich in dieser Just-in-Time-Delivery-Welt bin, dann ist natürlich diese Möglichkeit, wenn mein Wettbewerber die Preise erhöhen sollte und ich mehr Kunden bekomme, kann ich ganz schnell mehr produzieren und diesen Marktanteil abgreifen. Wenn wir jetzt aber in einer Situation sind, in der es tatsächlich Knappheit gibt, also zum Beispiel von sowas wie Computerchips, Halbleitern, und wir bei diesem Autobeispiel bleiben und man Autos eben heute einfach nur noch mit Computerchips herstellen kann, dann weiß ich, mein Wettbewerber kann nur so viele Autos herstellen, wie er Computerchips hat, und ich kann auch nur so viele herstellen, wie ich habe. Deswegen gab es ja auch diese ewigen Wartelisten für Autos in der Corona-Zeit. Und das heißt sozusagen, wenn ich die Preise erhöhe, dann kann sich der Kunde eigentlich nur entscheiden, sich in die Warteschlange beim anderen zu stellen, aber kriegt auch beim anderen gar nicht unmittelbar ein Auto. Das heißt, dass diese Knappheit von kritischen Inputs diese Koordinationsmöglichkeit noch weiter verschärft hat und die Möglichkeit, Preise zu erhöhen, noch weiter verschärft hat. Du bist immer noch verwirrt. Nein. Ja, ich scheitere hier. Nein, auf keinen Fall. Erstmal jetzt eins am anderen. Kannst du mal kurz erklären, was Übergewinne sind? Also Übergewinne sind sozusagen im Grunde Gewinne, die von dem Durchschnitt der Jahre zuvor stark abweichen. Okay. Also Gewinne, die sehr viel höher sind als das, was vorher im Durchschnitt passiert ist. Richtige Übergewinne haben wir in so Sektoren wie den fossilen Energien, Getreide, wo wir sozusagen mit Terminmärkten konfrontiert sind, wo die Preise wirklich sehr volatil nach oben und unten schießen. In diesen Bereichen haben wir ganz besonders, ganz konkret Übergewinne. In diesen anderen Bereichen, wo diese Koordinierung stattgefunden hat, haben wir auch Übergewinne, aber es ist sozusagen etwas nicht so direkt nachvollziehbar wie in diesen Fällen, wo, okay, der Ölpreis geht hoch, die Kosten, Öl zu produzieren, bleiben die gleichen und unmittelbar habe ich einen enormen Übergewinn. Mhm. Ich erinnere mich, ich hab vor der letzten Krise den Begriff nie gehört gehabt. Das fand ich mal schon interessant. Gibt es irgendwie einen Amerikaner oder einen englischen Begriff oder so weiter? Also auf Englisch sagt man meistens Windfall Profits. Windfall Profit. Es gab doch mal Windfall Taxes und sowas, ne? Ja, also Windfall ist ja so, wenn so vom Baum Früchte runterfallen, weil der Wind geweht hat. Das ist eben so was zufällig auf einen was einem zufällig zugunste kommt, ohne dass man dafür viel getan hat, ist ein Windfall. Übergewinn ist natürlich eine etwas andere. Also die Formulierung geht sozusagen eher davon aus, dass man dass man eben es im Verhältnis zu den vorherigen Durchschnitten definiert. Aber wer entscheidet eigentlich? Ich meine, wir haben einen globalen Kapitalismus, Marktwirtschaft, was eigentlich ein Übergewinn ist im Vergleich zu normalen Gewinnen. Also klar, du kannst jetzt vergleichen, okay, das war die Gewinnmarge vor der Krise, keine Ahnung, 5%. Wer entscheidet dann, wann es denn zu viel ist? Also quasi, wann es Übergewinn ist? So eine komische Ökonomin wie du oder ein anderer Ökonom oder? Nein, die EU hat es ja das letzte Mal zum Beispiel auch entschieden und die haben so einen Durchschnitt von den, ich glaube, 3 Jahren vor dem Energieschock genommen und sich angeguckt, was waren denn eigentlich die Profitmargen vor dem Energieschock und dann das verglichen und dann gesagt, alles, was darüber hinausgeht, ist sozusagen ein Übergewinn. Also das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, es gab eine historische Norm und in Bezug auf diese historische Norm ist eben ein Ausschlag nach oben hat stattgefunden. Das Interessante ist natürlich, also wirfst das Wort Kapitalismus hier in den Raum. Sorry. Und also eigentlich ist es ja sozusagen so, dass
im Kapitalismus die Profite über den Wettbewerb reguliert werden, weil es eben die Möglichkeit gibt, dass wenn irgendwo die Profite sehr hoch sind, sollte Kapital in die Bereiche wandern, wo die Profite sehr hoch sind, mehr Angebot und mehr Wettbewerb in diesen Sektor bringen und damit die Profite wieder näher an den Durchschnitt der gesamten Wirtschaft zu bringen. Mhm. Wenn wir jetzt aber in so einer Situation sind, wie in der wir uns aktuell befinden, wo sozusagen die Strait of Hormuz, die Straße von Hormuz blockiert ist aufgrund eines Angriffskrieges, dann kann man ja nicht ohne weiteres als Kapital sagen, okay, ich gehe jetzt in den Ölsektor und erweitere das Ölangebot über Nacht. Das funktioniert ja nicht. Es funktioniert nicht, weil sozusagen es abgeschnitten ist aufgrund von Krieg. Es funktioniert aber auch nicht, weil natürlich Öl nur geografisch konzentriert vorkommt. Also ich kann jetzt kein Ölunternehmen jetzt spontan gründen und quasi in den Bereich gehen, weil ich sehe, oh, guck mal, die machen jetzt gerade so viel Profite. Erstaunlicherweise ist die Antwort nein. Mhm. Und sowas früher, wenn irgendwo auf einmal, oh, guck mal, in dem Wirtschaftsbereich, da machen die gerade eine Menge Kohle, gründe jetzt auch ein Unternehmen. Kann mir das so vorstellen? Naja, also bei sowas wie Öl braucht man natürlich enormes Startkapital, um überhaupt erstmal Bohrungen durchführen zu können und so weiter. Es gab natürlich mal eine Phase, wo alle möglichen Leute in den USA in ihrem Hintergarten angefangen haben, nach Öl zu graben und so weiter. Also das gab es natürlich, also es gab mal diese Phase, bevor die Rockefellers und die Carnegies kamen und so weiter. Also historisch war das mal der Fall. Aber gleichzeitig, jetzt sind alle Produktionsstätten quasi schon vergeben, jetzt kann man kein neues Ölunternehmen mehr gründen. Ja, und vor allem halt nicht über Nacht. Ne? Ja. Also man könnte, wenn du genügend Kapital hättest und so weiter, könnte man vielleicht schon ein neues Ölunternehmen gründen, aber das würde bestimmt nicht jetzt innerhalb der nächsten Wochen irgendwie in der Lage sein, zusätzliches Öl an den Start zu bringen. Mhm. Und natürlich ist eine große Anforderung hier zu sagen, wenn du genügend Kapital hast. Ne? Also es muss natürlich erstmal, also in dem Moment, in dem diese Ölunternehmen so groß sind, dass sie auf einer bestimmten Skala produzieren, musst du sehr viel mehr Kapital und Kapazitäten haben, um überhaupt in so einen Markt reingehen zu können. Ich wollte jetzt mit meinem venezolanischen Kumpel T-Loil gründen. Da ist gerade ein neuer Crude frei geworden. Ja, viel Glück. Wer waren denn letztes Mal die Krisenprofiteure? Einfach mal, um das abzuschließen. Die Energieunternehmen? Also die Energieunternehmen waren die sehr, sehr großen, die größten Profiteure. Man kann natürlich sich fragen, also welche Sektoren, welche Unternehmen, aber auch welche Länder. Und wenn wir uns den Energiesektor anschauen und die fossilen Energien anschauen, dann haben wir tatsächlich eine Analyse gemacht, wo wir die globale Verteilung dieser Rekordgewinne, die in den fossilen 2022 angefallen sind, uns angeschaut haben. Und wir haben festgestellt, dass die USA tatsächlich der größte Krisengewinner mit deutlichem Abstand vor Saudi-Arabien war und sozusagen die größten Rekordgewinne, der größte Anteil der Rekordgewinne in die USA gegangen ist. Gleichzeitig stellt sich dann natürlich die Frage, wer in den USA profitiert eigentlich von diesen Gewinnen. Und diese Analyse haben wir auch durchgeführt und haben festgestellt, dass die reichsten 1% 50% dieser Gewinne sozusagen in ihren Portfolios haben und die ärmsten 50% 1% dieser Gewinne. In den USA gibt es so einen Diskurs, wo man immer gerne sagt, die Rentenfonds sind ja auch am Aktienmarkt, deswegen, wenn die Aktienmärkte hochgehen, ist das ja gut für alle. Privatisierung der Renten führt dann zu solchen Argumenten. Aber was wir eben in dieser Forschung sehen, ist, dass es letztlich wirklich absolut verschwindend gering ist, was an die Mehrheit der Leute geht. Wenn wir uns jetzt anschauen, wer von der jetzigen Ölpreiskrise profitieren dürfte, ist es sehr wahrscheinlich, dass die USA noch stärker profitieren werden. Diejenigen, die diesen illegalen Angriffskrieg führen. Und die für den Schock, der jetzt auf dem Weg ist, ursächlich sind. Trump and his cronies, ja, genau. Die könnten jetzt von dem ganzen Kram noch profitieren.
Korrekt. Und zwar war es ja das letzte Mal so, dass, also Saudi-Arabien war eben, wie gesagt, das letzte Mal der zweitgrößte, also das Land, das den zweitgrößten Anteil der Rekordgewinne in fossilen Energien 2022 eingefahren hat. Aber Saudi-Arabien ist jetzt natürlich hinter der Straße von Hormuz und die ganzen Ölproduzenten dort, die zusammen ungefähr 20% des globalen Ölverbrauchs geht durch die Straße von Hormuz. Also all das ist jetzt sozusagen erstmal nicht mehr auf dem Markt. Und insofern sind die USA jetzt der Producer of Last Resort, also sozusagen diejenigen, die weiter produzieren können. Und wenn die Preise enorm hochgehen und ich nicht mehr produzieren kann, habe ich natürlich nichts davon. Aber wenn die Preise enorm hochgehen und ich weiter produzieren kann, dann bin ich eben ganz vorne mit dabei. Und tatsächlich hat Trump das auch schon gesagt, hat schon explizit gesagt, dass die USA sehr, sehr viel Geld verdienen werden mit diesen extrem hohen Ölpreisen. Ja, aber das ist doch krass. Ich meine, der Rest der Welt könnte jetzt einen massiven Schock ausgesetzt sein oder wird wahrscheinlich einen Schock ausgesetzt sein. Viele Menschen werden hungern, vielleicht sogar sterben. Viele werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Und diejenigen, die diesen Krieg angezettelt haben, also quasi die Machtelite, die Trump und seine Cronies, könnten davon jetzt profitieren. Ich meine, da kann ich mal nochmal andere Fragen stellen. Also, dass die vielleicht sogar ein Interesse haben, dass das alles so weitergeht. Und tatsächlich ist es ja nicht nur so, dass sie sozusagen von den von den Profiten, die von dem tatsächlichen Verkauf von Öl profitieren, sondern wir haben auch gesehen, dass es unregelmäßige Geschäfte auf den Ölmärkten gab, als Trump gesagt hat, dass er sozusagen auf einen schnellen Friedensdeal hinarbeitet und dann die Ölpreise erstmal kurzfristig nach unten geschnellt sind. Und dann sozusagen kurz bevor das passiert ist, gab es eine sehr große Transaktion auf dem Ölmarkt. Man weiß nicht, wer es gewesen ist, aber es muss irgendjemand gewesen sein, der eben Insider-Informationen hatte und wusste, dass dieser Post von Trump kommen muss, weil es einfach also eine ganz eindeutige Unregelmäßigkeit ist, die Bloomberg auch in Analysen zum Beispiel dargelegt hat. Was so, würde ich sagen, Teil des Prinzips von Trump ist, also das haben wir auch schon bei den Zöllen gesehen, dass sozusagen er mit diesen extremen Zollauflagen rausgegangen ist, die Märkte dann darauf reagiert haben und gleichzeitig es immer extrem große Transaktionen gab, die sozusagen so getimt waren, dass Leute Insider-Informationen gehabt haben müssen und damit dann eben enorm viel Geld verdienen können. Also wenn dieser Preis um 20% hoch und runter geht, dann kann man sich vorstellen, wie man da über Nacht enorm viel Spekulationsgewinne einfahren kann. Das heißt, es ist sozusagen einerseits die Ölindustrie selber, aber andererseits auch das, was an Finanzmärkten, an spekulativem Geschäft passiert. Und wenn du dann quasi Trump und diese ganze Machtelite bist, die quasi durch ihre Aussagen die Spekulation immer treiben können, dann kannst du ja irgendwann, glaube ich, verstehen, was du sagen musst, damit du dann quasi morgen nochmal wieder eine Menge Geld machst. Richtig. Und es kommt dazu, dass sozusagen auf diesen Terminmärkten in Zeiten von solchen extremen Krisen wie derjenigen, die wir jetzt wieder durchleben, die Preise ja nicht rationale Abbildungen genau dessen sind, was irgendwie Angebot und Nachfrage ist, weil niemand weiß genau, was das Angebot ist. Niemand weiß genau, was zu jedem Zeitpunkt noch durch die Straße von Hormuz fließt. Niemand weiß genau, was was in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird. Das heißt, der ganze Markt ist letztlich ein Ausdruck von Analysen von extremer Unsicherheit. Und in dieser Art von Situation sind natürlich kleine News-Items, also kleine Nachrichten, die von jemandem so mächtigen wie Trump kommen, enorm wirkmächtig. Das war auch eines der Argumente, das wir mit Bezug auf die Krise 2022 gemacht haben, wo wir gesagt haben, dass wenn man sagt, man muss die Preise in Reinform an alle weitergeben, also die Marktpreise müssen in Reinform als Preissignale herrschen, dann geht man ja davon aus, dass diese Preissignale gewissermaßen rational sind, also dass die tatsächliche Verhältnisse auf dem Markt abbilden. Ja. Aber in diesen Momenten von extremen Krisen, extremen Unsicherheiten ist das noch viel weniger der Fall, als das schon in stabileren Zeiten
der Fall sein würde. Das heißt, wenn man diese Preise einfach an alle so weiterreicht, wie sie sind, dann reicht man eben weiter, was auch immer Trump als letztes von sich gegeben hat oder was er gerade über seinen Truth Social Account rausgeblasen hat. Aber wenn du jetzt sagst, der Hauptkrisenprofiteur dieses illegalen Kriegs ist der Kriegstreiber selbst. Wenn es um die fossilen Energien geht. Trump, der Präsident mit seiner Machtelite, die diesen Krieg führen. Und die Krisenprofiteure sind hauptsächlich die USA, beziehungsweise die Reichen in den USA. Also man muss natürlich dazu sagen, dass wenn das jetzt alles so weitergeht und es wirklich zu physischen Knappheiten auf dem Weltmarkt kommt und es wirklich zu einer Rezession kommt, also einem wirklichen gesamtwirtschaftlichen Einbruch, ist es durchaus denkbar, dass dann mit so einem gesamtwirtschaftlichen Einbruch auch die Profite irgendwann nicht mehr mitziehen können. Aber erstmal, also wenn wir jetzt sozusagen von uns anschauen, was 2022 passiert ist, wenn wir uns anschauen, was es dort für Rekordgewinne gab, wenn wir uns anschauen, was jetzt auf den Aktienmärkten passiert, also wie der Aktienmarkt auf den Krieg reagiert, wie die Aktien für fossile Unternehmen in die Höhe schießen. Und wenn wir uns anschauen, dass sozusagen das letzte Mal die USA der erste Profiteur war und Saudi-Arabien der zweite und Saudi-Arabien jetzt raus ist, dann ist es ziemlich klar, dass die USA der größte Profiteur sein dürfte. Aber welches Interesse sollte denn quasi Trumps Machtzirkel, die USA und quasi damit die Reichsten, die da am meisten mit Geld verdienen, welches Interesse sollten die denn haben, den Krieg zu beenden, damit das aufhört? Wenn man ja irgendwie bedenkt, die haben nur ihre eigene Selbstbereicherung im Kopf. Und denen scheint quasi der Rest der Welt scheißegal zu sein. Ja, gibt es Punkte und Hoffnungen, wo man sagen könnte, okay, da werden selbst die sagen, okay, jetzt reicht's? Naja, also ich meine, es könnte natürlich zu einem Punkt kommen, wo dieser Energiepreisschock die Machtbasis von Trump anfängt zu erodieren und das sozusagen für Trump dann schon auch zu einem Problem werden könnte. Also die Benzinpreise sind ja schon extrem gestiegen in den USA und die Amerikaner sind extrem autoabhängig. Also ich lebe ja selber in den USA, ich fahre sehr gerne mit dem öffentlichen Nahverkehr und man kann das in den USA an vielen Stellen einfach gar nicht machen, weil es den nicht gibt. Das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Du musst mit dem Auto fahren. Das heißt, dass sozusagen diese Frage von den Benzinpreisen politisch eine extrem aufgeladene Frage ist. Und das sozusagen schon ein gewisses Kalkül einbringt. Also wie weit kannst du es pushen? Ne? Das heißt, seine Wähler, er will ja, und seine Partei, die wollen ja gewählt werden, sollten Interesse daran haben, dass nicht zu viele Wähler sagen, jetzt ihr Arschlöcher, das reicht jetzt. Genau, also das Paradox ist ja... Außer wenn man halt nicht mal wählen lässt. Korrekt. Und das ist halt die große Frage. Ausnahmezustand und sowas? Genau, also wenn man jetzt sozusagen in einen Ausnahmezustand reinkommt, weil man einen riesigen Krieg angezettelt hat und vielleicht es auch noch zu weiteren Konsequenzen von diesem Krieg wenn man sozusagen in eine Ausnahmezustandssituation reinläuft, ist die Frage, ob es eine Wahl gibt, die ausreichend frei ist, dass man sie als freie Wahl bezeichnen kann. Und dann kann es mir egal sein, wie viele Wähler da jetzt leiden oder nicht, ne? Also tatsächlich ist es ja so, dass Trump im Wahlkampf die Frage von leistbarem Leben ganz zentral positioniert hat und immer gesagt hat, Make America Affordable Again. Das war einer seiner Sprüche. Und jetzt, nachdem Zohran Mamdani mit Affordability in New York gewonnen hat, dann sozusagen gesagt hat, Affordability is a hoax. Also es ist sozusagen das ist was Erfundenes. Es macht überhaupt keinen Sinn. Affordability ist irgendwie es ist ein Mythos. Leistbares Leben ist ein Hoax. Und hat sozusagen die ganzen Versprechungen, die er hatte, die nie konkret waren, aber die sozusagen trotzdem eine Hoffnung erzeugt haben, wurden sehr systematisch hinten angestellt, seitdem er an der Macht ist. Insofern ist sozusagen diese Hoffnung, dass jetzt die hohen Energiepreise dazu führen könnten, Trump von seinem Kurs abzubringen, glaube ich, ziemlich
kann man artikulieren, aber kann man sich nicht drauf verlassen. Und ich glaube, das Wichtige ist natürlich auch, dass wir es jetzt mit einem Krieg zu tun haben, den die USA ja gar nicht mehr einseitig beenden kann, notwendigerweise. Also anders als bei den Zöllen. Bei den Zöllen haben wir ja gesehen, Trump ist reingegangen, hat die Zölle hochgezogen auf eine crazy Art und Weise, hat dann irgendwelche Deals gemacht, hat sie wieder runtergesetzt und so weiter. Aber da war er ja wirklich sozusagen am Schalter gesessen. Also da konnte er ja sagen 10%, 15%, 20%, 100%, wie es ihm gefällt. Aber das ist jetzt bei so einem Krieg ja eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, er hat im Wahlkampf auch gesagt, er ist gegen Kriege, er will keine Kriege führen. Korrekt. Die anderen greifen Iran an, er wird sowas nie machen. Korrekt. Welche Rolle spielt, um noch kurz bei den USA zu bleiben, dass die USA sich ja quasi mit Öl und Gas selbst versorgen können? Also anders, das ist jetzt in Europa, das Glück haben wir jetzt nicht. Ich glaube, Norwegen, wir bekommen ein bisschen was da aus Norwegen, aber wir Deutschen haben jetzt ja keine Öl- und Gasförderung. Das heißt, wir sind darauf angewiesen zu importieren. Klar, das ist natürlich erstmal ein fundamentaler Unterschied, ob ich in meinem Land produziere oder nicht. Aber was wir eben gesehen haben in der letzten Energiekrise ist, dass auch wenn in den USA natürlich die Preise nicht so stark hochgegangen sind wie in Europa, also der Henry Hub-Preis für Gas war ja immer deutlich niedriger als in Europa, aber er ist trotzdem auch hochgegangen. Ne? Der Also, Henry Hub-Preis? Das ist der Gaspreis an den Terminmärkten in den USA. Und der ist natürlich hochgegangen, aber der ist bei Weitem nicht so hochgegangen wie in Europa. Das heißt, die Preise in den USA sind schon an den Weltmarkt auch mitgekoppelt. Also das war ja auch, also der Energiepreisdruck war auf jeden Fall auch ein wichtiger Inflationstreiber in den USA. Nicht im gleichen Maße wie in Europa, aber trotzdem schon auch ein Element. Und da ist dann natürlich die große Frage, die Verteilung innerhalb des Landes. Deswegen haben wir eben auch diese Analyse gemacht, um zu sagen, so ja, wenn du dein eigenes Öl und Gas hast als Land, bist du natürlich weniger abhängig von anderen Ländern. Aber du hast immer noch die Spaltung zwischen den Ölunternehmen, den reichsten Aktionären und der Mehrheit der Gesellschaft. Und da hat immer noch eine enorme Umverteilung und enorm viel wirtschaftlicher und letztlich auch sozialer Schaden stattgefunden. Aber die Reichsten der Reichen sind doch schon so superreich. Ich meine, man könnte jetzt quasi die politisch-ökonomische Argument machen, die müssen auch Interesse daran haben, dass der Rest der Bevölkerung irgendwann nicht mehr dann mit dem Heugabeln auf sie zugeht. Quasi, dass die Massen nicht so sehr verelenden, dass dann auf einmal ihre Macht, die sie durch dieses politische System haben, gefährdet ist. Sollte man meinen, ja. Aber also ich würde sagen, dass die... So hat das Kapital doch die letzten 150 Jahre erfolgreiche Revolutionen verhindert, oder? Würde man meinen. Mit Zugeständnissen an die Masse. Ja. Und das scheint ja jetzt gerade irgendwie nicht so zu sein. Die ziehen durch. Ja, also ich meine, wir wissen ja noch nicht, was passiert. Es kann schon auch sein, dass Trump zu einem Punkt kommt, wo er sagt, okay, er macht irgendwas, um den Leuten irgendwie so ein bisschen ein Zugeständnis zu geben. Also es würde ich sagen, ist nicht komplett ausgeschlossen, dass er irgendeine Maßnahme zur Machtstabilisierung auch macht, die sozusagen die Bezahlbarkeitskrise mit adressiert, aber eben nicht systematisch und bestimmt nicht auf eine Art und Weise, die sozusagen wirklich gegen Kapitalinteressen geht. Ich glaube, dass wir an einem interessanten Punkt sind, wo mit AI, ich weiß nicht, ob du dieses Video von Sam Altman gesehen hast, der gesagt hat, dass also auf Antwort darauf, dass AI so viel Energie kostet, dass Menschen ja auch viel Energie kosten, bis sie in der Lage sind, etwas Intelligentes zu denken. Und da findet, glaube ich, so eine Verkehrung statt, wo sozusagen, also natürlich haben wir im Kapitalismus die Menschen immer gewissermaßen als Input in die Produktion und gewissermaßen als ausbeutbare Masse. Aber in dem Moment, in dem sozusagen Unternehmen dahin kommen, dass sie denken, dass sie eigentlich gar nicht mehr auf Menschen als Arbeitskraft angewiesen sind, kommt man, glaube ich, in eine Form von Kapitalismus rein, die sozusagen nochmal
also nochmal extreme Formen von Ausbeutung möglich macht, weil eben diese Angewiesenheit auf die Arbeitskraft nicht mehr als Constraint wahrgenommen wird. So ist zumindest, glaube ich, die Mentalität, die aus Silicon Valley und von solchen Leuten wie Sam Altman kommt. Ich sage nicht, dass die gesamte kapitalistische Fraktion in den USA diese Mentalität teilt. Aber es gibt sozusagen im Umfeld von Trump Leute, die durchaus so denken. Im Grunde war die alte Denke, so verstehe ich es jetzt, okay, wir brauchen immer noch Arbeitskräfte und Arbeitskräfte, die dann irgendwie mehr oder weniger gesund sind, damit sie sich gut ausbeuten lassen. Und jetzt ist so, okay, wir brauchen eigentlich immer weniger Arbeitskräfte, dementsprechend ist uns jetzt mehr oder weniger egal, ob die jetzt gesund sind, ob die ein warmes Zuhause haben. Müssen wir uns darum also nicht so kümmern, ja? Also was ich sagen will, ist, dass das eine Art von Denke ist, die in diesen AI-Kreisen unter den Tech-Bros man immer wieder beobachten kann. Ich würde nicht sagen, dass es bereits ein verallgemeinertes Mindset ist, aber ich glaube schon, dass es dieses Mindset gibt. Könnten, um da mal zu bleiben, wir können aber über die anderen Schockwellen und so weiter oder die verschiedenen die Schocks reden, aber ich habe es jetzt so verstanden, dass durch die Schließung bzw. diese Teilblockade der Straße von Hormuz auch die KI-Datenzentren leiden könnten? Ja, und das ist natürlich interessant, ne? Weil du kriegst dann, also hast einerseits die Ölindustrie, die, wie wir schon etabliert haben, enorm profitiert von diesem Krieg und andererseits die KI-Branche, die eben nicht profitiert von diesem Krieg. Oder zumindest so deutlich möchte ich nicht sagen. Ich möchte sagen, die Gefahr läuft, dass diese Energiekosten und die Energieengpässe sozusagen die Energiekapazitäten, die sie brauchen für ihre Datenzentren, um sozusagen den AI-Boom durchzupushen, dass das einfach nicht physisch nicht da ist und dass es auch zu teuer wird, weil AI ja extrem energieintensiv ist und dann sozusagen diese extrem schnelle Verbreitung vielleicht nicht in dem Maße stattfindet in der kurzen Frist, wie die Projektionen vor dem Krieg dargelegt hätten. Aber warum? Das heißt, weil das Betreiben dieser Rechenzentren einfach teurer wird, weil man dafür mehr Energie. Genau, es ist ja extrem datenintensiv. Ja. Also wenn du irgendwie bei AI eingibst, was soll ich heute zum Mittag essen, dann muss er ja erstmal sozusagen das ganze riesige Modell laufen. Und das läuft dann über Datenzentren, die extrem viel Energie brauchen. Genau, und dieser Energiebedarf muss natürlich bezahlt werden. Und wenn das extrem teuer wird, also wenn die Energie extrem teuer wird, dann ist natürlich auch der Preis von der KI höher. Was ist mit neben dem Energiepreis so der Punkt Mikrochips? Genau, das ist ein anderer sehr wichtiger Punkt. Also die können ja nur rechnen, wenn sie diese Chips haben. Richtig, und die Helium kommt, ist glaube ich 30% wird in Katar hergestellt und Helium ist ein ganz wichtiger Input in der Computerchip-Produktion. Das heißt, wir laufen eigentlich jetzt schon auf eine Helium-Shortage zu, sagen Leute, die diese Märkte genau beobachten. Gerade heute oder gestern war in dem Bloomberg Oddlots Newsletter der Vergleich, dass die Leute auf den Commodity Markets und ganz spezifisch bei Helium eigentlich diesen Moment so einschätzen wie Moment zwischen wenn eine Welle an Land kommt. Man sieht die Welle schon kommen, aber sie ist noch nicht an Land geschlagen sozusagen. Und genau in diesem Moment befinden wir uns für viele kritische Rohmaterialmärkte. Und einer davon ist eben Helium. Und wenn es zu so einer Helium-Shortage kommt und es damit sozusagen zu Computer-Chip-Shortages kommt, könnte das für AI auf jeden Fall ein richtiges Problem sein. Was Computer-Chip-Shortages zum Beispiel mit Autounternehmen machen können, haben wir ja schon
behandelt. Das heißt, diese Knappheit von Shortages ist natürlich einerseits ein Problem, aber andererseits kann sie eben auch temporäre Marktmacht erzeugen, die Unternehmen es erlaubt, Preise in die Höhe zu ziehen. Aber es braucht natürlich auch immer jemand, der diese hohen Preise zahlen kann. Und die gesamtwirtschaftliche Lage ist jetzt nicht besonders gut. Und die Frage, ob die Leute sozusagen nach dem letzten Inflationsschub, nach den Einbrüchen der Reallöhne, die wir gesehen haben, in Deutschland hatten wir den größten Reallohneinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg in der Energiekrise, ob sozusagen das dann reicht, dass von der Nachfrageseite her diese hohen Preise auch abgedeckt werden. Wenn jetzt bei Helium, du meinst 30% kommt aus Katar. Aktuell ist es ja dann so, wenn die Straße von Hormuz im Großen und Ganzen dicht ist, dass das nicht rausgehen kann in die Welt. Also kann nicht exportiert werden. Das ist das eine, aber kommt es dann irgendwann auch so, dass das quasi alles am Hafen steht oder wo auch immer das zwischengelagert werden muss, dass dann quasi auch nicht mehr produziert werden kann, weil dann quasi die Lagerstätten voll sind? Genau, also das ist auch ein Problem. Und also bei Helium ist es aber tatsächlich so, dass man das nicht sehr lange lagern kann. Das ist ja ein Gas. Also die meisten Leute kennen das wahrscheinlich so von Heliumballons und dann macht man sich das so in den Mund und hat eine komische Stimme. Also es ist ein Gas, das kann man, ich weiß, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ich glaube nur 30 Tage lang lagern oder so. Deswegen. Nie gehört? Echt? Ja, also es ist sozusagen eine begrenzte Zeit, die man das so konservieren kann. Das heißt sozusagen auch, dass es keine großen Lagerbestände gibt, weil man es nicht lagern kann. Das ist bei Helium das Problem. Bei zum Beispiel den Refineries, den Raffinerien, die hinter der Straße von Hormuz sind, gibt es natürlich auch ein Lagerkapazitätenproblem. Also wenn sozusagen die Straße zu ist, wo du normalerweise dein raffiniertes Öl reinschickst, dann kannst du halt so lange raffinieren, bis all deine Lagerstätten voll sind und dann musst du aufhören. So eine Raffinerie aufzubauen, passiert jetzt ja auch nicht über Nacht. Das heißt sozusagen, dass es auch nicht nur um Rohöl geht, sondern auch um Raffineriekapazitäten, die hinter dieser Straße stecken. Und dann bei den Ölproduktionsstätten selber sind natürlich, also es sind bereits wichtige Öl- und Gasproduktionsstätten tatsächlich von Bomben getroffen worden. Aber selbst wenn sie nicht militärisch zerstört sind, wenn man so eine Ölquelle abstellt, kann man die nicht einfach so wie eine Dusche wieder anstellen, sondern das braucht dann einiges an Zeit, bis man sozusagen das wieder, ich bin keine Geoingenieurin, ich kann dir das nicht genau erklären, wie es funktioniert, aber es braucht sozusagen Zeit, bis man so eine Ölquelle dann wieder angestellt hat. Das heißt, dass sozusagen, selbst wenn der Krieg jetzt morgen vorbei wäre, man jetzt nicht ohne weiteres die Produktionsstätten, die zugemacht haben, so von heute auf morgen wieder hochfahren könnte. Wir sind darauf gekommen wegen den Mikrochips. Schwefel ist auch noch ein wichtiger Schwefel Punkt. ist, ja, das ist, glaube ich, auch einer der, das heißt auf Englisch Sulfur, ne? Der auch dort abgebaut wird und der auch für die Computerchips-Produktion wichtig ist, ja. Das ist quasi auch noch. Ein anderes Thema ist noch Plastik. Haben wir am Anfang schon mal kurz angesprochen, aber also die Plastikproduktionskapazitäten im Nahen Osten sind auch, also da wird auch sehr viel Plastik hergestellt. Und das ist dann auch nicht mehr da. Und Plastik ist halt in allem. Ne? Also wenn du Karotten kaufst, kaufst du auch eine Plastiktüte. Wenn du eine Packung Toast kaufst, kaufst du auch eine Plastiktüte und so weiter. Also es ist. Wenn ich einen Fisch kaufe auch. Wenn du einen Fisch kaufst auch. Wenn du eine Wurst kaufst auch. Wenn du eine vegane Wurst kaufst auch. Also da gibt es wenig Entkommen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es bei uns im Publikum Leute gibt, die zynisch sind und sagen so, ja, jetzt, wenn weniger Plastik hergestellt werden kann, Isabella, ist doch nicht so schlimm. Wir müssen doch weg von Plastik und den ganzen Scheiß. Und wenn jetzt quasi die ganzen KI-Datencenter, die ich nicht mag, mit weniger Chips beliefert werden können, auch nicht schlimm, weil ich bin ja gegen diese ganze KI und AI-Bubble. What's the problem? Ja, also
wenn jetzt die AI-Bubble platzt, glaube ich, wäre das schon erstmal eine ganz gute Sache. Aber der Unterschied zwischen AI und zum Beispiel Plastik ist, dass natürlich viele Menschen angefangen haben, AI zu verwenden und dass es bestimmt auch erste Bereiche gibt, wo man auf AI angewiesen ist. Aber AI ist halt noch nicht sowas, was sozusagen in allem ist und wo alles sich drauf verlässt. Und bei Plastik ist es eben schon so. Und bei Öl und Gas ist es eben auch so. Und was wir in der letzten Krise gesehen haben, ist ja nicht, dass als Reaktion, also es gab einige Länder, die erneuerbare Energien ausgebaut haben, wie zum Beispiel Spanien und Pakistan. Aber trotzdem ist sozusagen in dem Moment, in dem die Profitabilität von den Sektoren, die wir nicht mehr haben wollen, so extrem explodiert, wie es in der letzten Krise passiert ist und im Kapitalismus eben letztlich Kapital nach Profitabilität zugeordnet wird, ist sozusagen die Preisseite die eine Seite, aber der wirkliche Hebel ist letztlich die Profitabilität. Deswegen würde ich sagen, dass man natürlich die Krise als Momentum nutzen muss, um Alternativen aufzubauen, aber es muss letztlich darum gehen, erst eine Stabilisierung zu erzeugen und dann die Alternativen so schnell wie möglich aufzubauen und nicht in eine Situation zu kommen, wo man auch die Alternativen im Grunde gar nicht mehr produzieren kann, weil man selbst für die Produktion der Alternativen das ganze Zeug braucht, das jetzt unter enormen Druck kommt. Gibt es eigentlich schon so eine KI, um euch Ökonomen zu ersetzen? Weil man habt ja auch immer, man fragt 3 und dann gibt es 4 verschiedene Meinungen. Gibt es da nicht eine KI, die wir fragen können? Such dir deinen Ökonom aus, was würde der dazu sagen oder die? Ich meine, die allgemeinen KIs können natürlich ökonomische Fragen auch ziemlich gut beantworten und insbesondere die Art von Forschung, die sozusagen sehr mechanisch ein Modell nimmt, das besteht und dann bestehende Datensätze in dieses Modell reingibt und dann einen Text schreibt, der sehr standardisiert sagt, hier sind meine Daten, hier ist die Methode, die ich gemacht habe, hier ist das Ergebnis, das ich bekommen habe. Die KI kann das nicht alleine, aber da kann die KI schon enorm viel leisten. Das Interessante ist, dass dann eigentlich der wirkliche Beitrag, der noch ein Alleinstellungsmerkmal hat, letztlich die Fragen sind, die man stellt. Ne? Also welche Fragen kannst du stellen? Wie kannst du deine Fragen herleiten? Wie kannst du es begründen? Welche Perspektiven kannst du einnehmen? Womit man zurück bei dem Thema Ideengeschichte ist, über das wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Ja, da haben die meisten ja keine. Da haben sie nicht zugehört an der Uni. Und das wurde auch nicht gelehrt. Ja. Ja. Aber weil du gerade mit Profiten und Öl, ich meine, es kann ja sein, jetzt gerade in Europa und so weiter, ach scheiße, das Öl wird immer teurer, wir können uns damit nicht selbst versorgen, vielleicht sollten wir jetzt doch das machen, was wir 10, 20 Jahre lang nicht gemacht haben, nämlich auf Erneuerbare setzen, beziehungsweise Solar, Wind und so weiter. Scheiße, wir müssen das alles machen. Da werden doch wahrscheinlich dann die Preise auch quasi höher gehen. Also diejenigen, die keine Ahnung, Solarpanels herstellen, werden jetzt eine Menge Profit damit machen. Aber ist das dann quasi nicht gut, dass wir dann gezwungen sind, endlich vom Öl und Gas wegzukommen? Nee, das ist natürlich sehr gut. Natürlich muss jetzt im großen Stile in die Erneuerbaren, also hätte schon die ganze Zeit passieren sollen, aber muss jetzt noch viel dringender passieren, gar keine Frage. Also das ist nicht mein Punkt. Das ist keine normative Stellungnahme, sondern mein Punkt ist zu sagen, dass wenn die Sachen, die wir nicht mehr wollen, so extrem profitabel werden, dann müssen wir sehr viel andere Dinge an Land bringen, um die Dinge, die wir wollen, dann auch tatsächlich umzusetzen. Also in anderen Worten müssen wir einerseits die Windfall-Profits in diesen Bereichen begrenzen. Wir müssen auch darüber nachdenken, inwiefern auf den globalen Märkten Preisstabilisierung stattfinden kann. Und gleichzeitig muss eben letztlich mit einem ganz großen öffentlichen Push investiert werden. Und man kann sich nicht darauf verlassen, dass jetzt irgendwie die Kapitalmärkte feststellen, dass Erneuerbare gut sind, weil die Aktienmärkte eben gerade uns zeigen, dass
dass die fossilen sehr viel profitabler sind. Deswegen können wir uns darauf nicht verlassen und brauchen eben noch mehr letztlich staatliche Initiative, um die Investitionen umzusetzen. Eine Krise, die sich jetzt schon ganz konkret abzeichnet, ist, dass die CO2-Preismärkte auf der europäischen Ebene, also die CO2-Bepreisung in Frage gestellt wird, weil natürlich, wenn ich in der Situation bin, wo die fossilen Energien und alles, was von fossilen Energien abhängt, so extrem teuer ist und wir uns anfangen über Preisdeckel zu unterhalten, wird natürlich sofort die Frage gestellt, warum sollen wir die Sachen noch teurer machen? Und ich denke, das ist letztlich eine berechtigte Frage, aber das zeigt auch, dass wir sozusagen in der Krise sind, des Modells, das wir versucht haben zu nutzen, um die Transformation hinzubekommen, wo wir uns eben einfach nur auf CO2-Preise nicht nur, aber sehr stark auf CO2-Preise verlassen wollten und sagen wollten, indem Signale gesendet werden, dass bestimmte Dinge teurer sind, findet diese Anpassung statt, anstatt darauf zu setzen, dass sozusagen öffentliche Investitionsprogramme aufgelegt werden, dass sichergestellt wird, dass die grünen und die erneuerbaren Alternativen stabil günstiger sind und das sozusagen damit die Korrektur stattfindet. Also man kann ja entweder die Sachen, die man nicht möchte, teurer machen oder man kann die Sachen, die man möchte, günstig und verlässlich bereitstellen. Und das sind zwei Arten und Weisen zu versuchen, aus dem rauszukommen, in dem man nicht mehr sein möchte. Und einfach gesprochen haben wir sehr viel Energie da reingesteckt, alles teurer zu machen und sehr viel weniger da reingesteckt, die günstigen Alternativen flächendeckend aufzubauen. Das war jetzt so im Grunde die deutsche Transformationsideologie parteiübergreifend. Ja, wir konzentrieren uns auf den CO2-Preis und wenn der halt steigt, dann muss man halt alle Player müssen dann darauf reagieren und dann werden die automatisch dafür sorgen, dass man halt weniger CO2 verbraucht, weil der Preis ja immer höher wird und dementsprechend auf die Produkte setzt, wo CO2 halt keine Rolle spielt. Genau. Und dann haben wir ja diejenigen und auch ich auch immer wieder gesagt, naja, also wenn der Preis irgendwann, also der CO2-Preis irgendwann so hoch wird, dass da quasi für die Masse gefährlich wird, dann wird sofort die politische Antwort sein, ja, dann müssen wir mal erstmal aussteigen aus diesem Preismechanismus. Genau, das sehen wir jetzt halt. Also genau das passiert jetzt im Grunde. Also die Diskussion, die wir jetzt sehen, wo es natürlich eine Überlagerung gibt von dem ETS2 auf der europäischen Ebene und der anrollenden Energiekrise, was aber jetzt auch nicht komplett überraschend ist, dass es zu so einer sich überlappenden Lage kommt. Also dass die geopolitische Situation extrem unstabil ist, wissen wir jetzt, glaube ich, schon seit einer ganzen Weile. Ich will nicht sagen, man konnte den Iran-Krieg als solchen vorhersagen, aber dass es zu neuen Schocks kommt, war schon, denke ich, absehbar. Insofern hat man sich auf ein System versteift, das letztlich nicht wirklich kompatibel ist mit dieser extrem instabilen Weltlage, in der wir uns befinden. Ja, ich meine, da war ja Ottmar Edenhofer hier vom Potsdam Institut, immer der Leitende, wo auch mal so, verstehst du nicht, wie Politik funktioniert? Ja, und ich meine, das Problem ist natürlich, dass man, wenn man sich nur darauf verlässt, die Dinge teurer zu machen und damit die politische Unterstützung für eine grüne Transformation verliert und damit letztlich vielleicht auch dazu beiträgt, dass so eine Partei wie die AfD stärker wird, man letztlich sozusagen die politische Basis, die man braucht, um so eine Transformation umsetzen zu können, mit dem Instrumentarium, das man an Land bringt, unterwandert. Und das ist natürlich nicht besonders nachhaltige Transformationsstrategie. Du hattest vorhin Ideengeschichte angesprochen, aber kannst du vielleicht mal kurz erklären, woher das ist ja eigentlich eine Ideologie, quasi, dass manche Ökonomen und der deutsche Mainstream sagt, an die Preise dürfen wir nicht ran. Also die Politik darf nicht in den Preismechanismus eingreifen, weil das der heilige Markt, die unsichtbare Hand macht. Woher kommt das? Ja, also falls du es erklären kannst. Doch, ja, kann ich schon erklären. Also ich glaube erstmal, es gibt da verschiedene Layers. Erstmal kann man sagen so, wenn man sagt, man soll in die Preise eingreifen und die meisten Ökonomen denken als allererstes an ein Diagramm von Angebot und Nachfrage. Das hat ja so zwei Kurven, eine
Angebotskurve und eine Nachfragekurve und dann hat man so ein Kreuz und dann kann man halt sagen so, okay, eigentlich ist der Markt sozusagen immer, also man geht davon aus, dass der immer von alleine in dieses Gleichgewicht geht, wo Angebot und Nachfrage der gleich hat immer recht, sind. der Markt hat immer recht. Und wenn ich jetzt sage so, nee, ich ziehe jetzt da eine Preiskontrolle rein, dann sehen Sie sozusagen sofort einen horizontalen Strich, der dann dazu führt, dass Angebot und Nachfrage eben nicht mehr ins Gleichgewicht kommen können, weil der Preismechanismus, der Mechanismus ist, der die beiden Dinge zusammenbringt, nicht mehr funktioniert. So, ne? Und was dann auch, glaube ich, bei vielen mehr oder weniger der nächste Gedankenschritt ist zu sagen, dass man damit eigentlich den Markt abgeschafft hat. Weil der Markt eben nur dargestellt ist über den Preismechanismus. Also die einzige Variable, die man sich anguckt, wenn man über den Markt spricht, ist der Preis. In der Realität gibt es natürlich sehr viel mehr, was es braucht, damit es einen Markt gibt, als nur den Preis. Und in der Realität gibt es auch sehr viele Preise, die von Unternehmen ganz gezielt gesetzt werden und auch erstmal festgehalten werden, da wo sie gesetzt werden. Und wir haben uns vorhin schon über diese Dynamik zwischen großen Unternehmen unterhalten, wo es letztlich ja um strategische Preissetzungsverhalten zwischen großen Playern geht und nicht irgendwie eine unsichtbare Hand, die irgendwo im Äther operiert. Das sind sichtbare Hände. Das sind sehr sichtbare Hände, die in Konferenzräumen sitzen oder vielleicht heute auch nur noch online, wer weiß, und sich überlegen, wie genau sie die Preise setzen. Und diese sichtbaren Hände verschwinden ja nicht, die Unternehmen verschwinden nicht, die Produktion verschwindet nicht und so weiter. Also ganz viel, was Markt eigentlich ausmacht, funktioniert schon auch weiter, wenn man einen Preis stabilisiert hat. Genau, also das ist, aber natürlich gibt es Situationen, in denen man eine Preisanpassung, wir haben uns ja vorhin unterhalten über die Bewegung von Kapital zwischen verschiedenen Sektoren und das Kapital sich dann bewegt, wenn Profite höher sind in einem Sektor als in einem anderen. Und das hängt natürlich auch mit den Preisen zusammen. Und wenn jetzt sozusagen man permanent Preiskontrollen einführen würde, dann hätte man natürlich diese Signale nicht mehr und diese Anpassung zwischen den Sektoren würde so dann nicht mehr unbedingt stattfinden. Insofern die Preise spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle an einem Markt, aber Preise zu stabilisieren heißt nicht gleichzeitig, dass man sofort Märkte abschafft. Jetzt erinnern sich vielleicht einige, wir hatten bei der letzten Krise, gerade als es um Öl und Gas ging, die Gaspreisbremse, wo du auch Teil der Kommission warst, unter anderem mit Veronika Grimm, glaube ich auch noch, ne? Deine gute Freundin. Das eine ist quasi, das hat ja was auch mit dem Preis zu tun. Ja. Das eine ist eine Preisbremse, musst du gleich mal erklären. Und das andere, du hast gerade von Preiskontrolle gesprochen. Ja. Das ist quasi eine Obergrenze. Eine Bremse heißt einfach nur, ihr könnt dann quasi irgendwie kontrollieren, wie schnell die Preise steigen. Und das andere ist, jetzt aber nur mein Verständnis, wir ziehen eine Grenze ein, bis wann die Preise steigen können und ab dann nicht mehr. Habe ich das jetzt kurz richtig zusammengefasst? Bremse und Grenze. Naja, also die Bremse, die wir hatten, das war ja nochmal, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt in die Diskussion wieder einsteigen wollen, aber es war gar keine Bremse. Genau, ne? es war, also... Die haben wir nur so genannt? Was war das? Nee, also das war ja sozusagen eine Konstruktion, wo man gesagt hat, jeder Haushalt hat einen bestimmten Verbrauch, für den die Preisbremse gilt. Also für diesen Verbrauch ist sozusagen der Preis vom Staat garantiert. Und wenn ich mehr verbrauche als dieses Volumen, dann muss ich den Marktpreis zahlen. Weil aber die Energie, also die Utility Companies, wie sagt man auf Deutsch, also die Energieversorger, ja nicht die sind, die irgendwie das Gas und Öl und so weiter erzeugen, sondern die kaufen das ja auch nur auf Märkten ein und man sozusagen in dem Fall jetzt sozusagen in dem letzten Punkt von dem Markt eingegriffen hat, hat man gesagt, okay, dieser Preisdeckel wird finanziert, indem die Energieversorger eine Subvention bekommen, der sozusagen die sicherstellt, dass sie diesen Unterschied zwischen dem Preisdeckel und dem Preis, zu dem sie das Gas in dem Falle auf dem Markt gekauft haben, abdeckt. Ja. Insofern war das sozusagen aus der Perspektive der Haushalte eine Preisgarantie für diesen Grundverbrauch.
Aber aus der Perspektive der Energieversorger war es ein kompliziertes Programm, das sie umsetzen mussten, aber in dem Sinne keine Preiskontrolle. War das im Nachhinein ein Erfolg? Können wir daraus lernen? Also ich glaube, dieser Ansatz zu sagen, dass in der Energiekrise, wo wir uns mit der Gefahr konfrontiert sehen, dass es zu tatsächlichen Knappheiten kommen kann. Also das war das letzte Mal so und das könnte auch dieses Mal, also ich meine, es gibt schon Länder, die bereits mit Knappheiten in Öl konfrontiert sind. Deutschland steht da besser da als andere aus verschiedenen Gründen, auch weil es eine viel höhere Kaufkraft hat als viele andere Länder. Aber wie dem auch sei, gibt es sozusagen eine Gefahr von physischen Knappheiten. Wenn das der Fall ist, macht es aus meiner Sicht weiterhin sehr viel Sinn, dass man sagt, es gibt einen Grundbedarf, den alle Menschen brauchen und den sie zu einem stabilen Preis sich leisten können sollen. Und dann gibt es einen Verbrauch darüber hinaus. Und für diesen Verbrauch darüber hinaus gelten diese höheren Preise. Das ist sozusagen dieses Preissignal, das man sparen soll, schon auch bei den Leuten ankommt, weil man eben tatsächlich mit der Gefahr von physischen Knappheiten konfrontiert war. Ich würde sagen, dass es insgesamt, es gab ja diese ewigen Diskussionen über die Ausgestaltungen der Gaspreisbremse. Ich würde sagen, dass das, was für Haushalte gemacht wurde, insgesamt sinnvoll war, dass das, was auf der Industrieseite gemacht wurde, im Endeffekt ja so klein war, weil es dann über das EU-Beihilferecht noch reduziert wurde und so weiter, dass viele Teile der Industrie das dann gar nicht überhaupt angenommen haben. Und insofern sozusagen, dass die Industrieseite der Energiepreisbremsen damals nicht effektiv waren und auch dazu beigetragen haben, also die fehlende Effektivität dazu beigetragen hat, dass es dann diese nachhaltigen Einbrüche in den energieintensiven Bereichen und den daran nah angesiedelten Industrien gab. Was können wir daraus lernen? Also jetzt fürs diese Mal. Also ein weiteres Problem, das es das letzte Mal gab, war, dass man, das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass man viel zu spät eingegriffen hat. Also man hat sozusagen, es gibt diesen Schock, die Preise explodieren. Im Sommer und im frühen Herbst 2022 waren die Preise enorm hoch und man hat dann sozusagen diese Preisbremsen an den Start gebracht, Anfang 2023, wo der ganze Schock eigentlich schon da war, schon durch die ganze Wirtschaft gerollt war über diese ganzen Mechanismen, die ich eben im Detail erklärt habe. Ich erinnere mich, das Geld, was für die Gaspreisbremse zur Verfügung gestellt werden sollte von der damaligen Ampel, das wurde am Ende gar nicht alles benötigt. Genau, weil die Preise sozusagen gefallen sind und die Subvention hängt ja davon ab, wie groß der Unterschied zwischen diesem Marktpreis und dem Preisdeckel ist. Ja. Und da die Marktpreise dann eben gefallen sind, hat man letztlich dann sozusagen das nicht mehr. Also ist diese Subvention sehr viel kleiner geworden. Aber bei diesen Preisbremsen ging es ja um eine Versicherungspolitik. Es ging darum zu sagen, ihr Haushalte müsst für euren Grundbedarf, für den Bedarf, bei dem ihr nicht sagen könnt, okay, ich halte jetzt die Wohnung komplett kalt oder ich dusche mich jetzt gar nicht mehr oder ich koche gar nicht mehr. Für diesen Grundbedarf gibt es sozusagen eine Garantie, dass das bezahlbar bleibt. Und diese Garantie ist aus meiner Sicht das, was im Zentrum steht. Und wenn man die Garantie einhalten kann, ohne dass man letztlich eine Subvention ausgeben muss, ja, umso besser. Also es ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, du hast wahrscheinlich irgendeine Art, wenn du ein Auto hast oder Auto fährst, hast du wahrscheinlich irgendeine Art von Versicherung. Oder bei jeder Versicherung ist es im Grunde so. Bei jeder Unfallversicherung, bei jeder Haftpflichtversicherung, sagen wir mal eine Haftpflichtversicherung. Man hat eine Haftpflichtversicherung und man hofft, dass man sie nie braucht. Das heißt, nur weil man jetzt in den letzten 5 Jahren keinen Haftfall hatte, sagt man nicht, deswegen brauche ich jetzt keine Haftpflichtversicherung mehr. Auf die gleiche Art und Weise, nur weil jetzt sozusagen die Preise dann doch zum Glück gefallen sind, sagt man nicht, deswegen hätten wir nicht diese Garantiepolitik machen sollen. Kann ich jetzt weiter duschen oder nicht? Also ich würde für Deutschland einfach weniger duschen. Das ist das nächste ganze Thema. Ne? Die IEA, also die International Energy Agency, hat ja schon so einen ganzen
Empfehlungskatalog rausgegeben. Da steht jetzt nicht, Thilo Jung soll nicht mehr duschen, aber da steht schon, dass sozusagen die Geschwindigkeitsbegrenzungen runtergesetzt werden sollen, dass der öffentliche Nahverkehr stärker ausgelastet, günstiger werden soll, dass es mehr Fahrgemeinschaften geben soll und so weiter. Also all die Dinge, die man tun kann, um Öl zu sparen, werden bereits dringend empfohlen. Ich habe ja auch wieder Angst, dass quasi so diese ganzen Sparmaßnahmen und jetzt müssen wir mal kurz uns unter die Hände greifen, nur wieder aufs Individuum, auf die Bürger abgewälzt werden kann oder soll, aber so die Industrie, die der Hauptnutzer von diesen ganzen Rohstoffen ist, die sollen weitermachen, damit die... Ja, naja, also ich meine, daran hängen natürlich auch die Arbeitsplätze und so weiter. Deswegen muss man schon vorsichtig sein, inwiefern man sagt, okay, man möchte jetzt, dass die Industrie irgendwie komplett runterfährt. Also das war ja auch die Diskussion, die wir 2022 hatten, wo ich immer gesagt habe, nee, wir müssen schon auch die Preise für die Industrie stabilisieren, um sozusagen das Rückgrat des Industriesystems zu sichern und die Arbeitsplätze zu sichern. Aber die Frage, was eigentlich gesellschaftlich passiert mit diesen Spargeschichten, ist, glaube ich, eine interessante. Und tatsächlich eine der Sachen, die wir in der Gaskommission damals entwickelt haben, die komplett ignoriert wurde, waren eher so solidaritätsbasierte Sparanstrengungen. Ja. Also die Caritas hat zum Beispiel so ein Energiesparprogramm, Energiesparberatungsprogramm, wo Leute sich melden können und sich Tipps holen können, wie man eigentlich besser Energie spart. Und und damals hatten wir eben auch so einige Ideen, dass man zum Beispiel mit so Fensterfolien kann man irgendwie den Heizgrad in der Wohnung ziemlich schnell erhöhen. Man hätte sagen können, okay, der Staat schickt solche Fensterfolien an alle Haushalte kostenlos raus und mit einer Erklärung, wie man das macht. Man hätte auch sagen können, man organisiert Freiwillige, die sozusagen von Haustür zu Haustür gehen und klopfen und sagen, kann ich dir helfen, dabei zu verstehen, wie ich Energie sparen kann, anstatt dass sozusagen die Leute allein gelassen werden und man sagt, okay, die reagieren einfach nur auf das Preissignal, es wird extrem teuer, sie haben Angst und deswegen heizen sie weniger, dass man sozusagen versucht, das auf eine Art und Weise zu organisieren, wo die Leute nicht damit komplett allein gelassen werden. Aber bei dieser ganzen Frage, wer zahlt am Ende, wer zahlt nicht, wer wird getroffen, wer wird nicht getroffen, finde ich tatsächlich die internationale Dimension auch wirklich sehr wichtig. Ich hatte ja ganz am Anfang davon gesprochen, dass der globale Hunger enorm nach oben gehen könnte wegen der Düngermittelknappheit, die gerade jetzt zu der Zeit kommt, wo man eigentlich im Frühling ja pflanzen müsste. Da wollte ich gleich nochmal hinkommen mit Schockwellen in Sachen Düngemittel, Lebensmittel. Ja. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, meinen Swimmingpool sollte ich jetzt erstmal nicht so sehr beheizen draußen. Das würde helfen Lieber schneller schwimmen. Okay, wir waren aber beim Thema Preise. Ja. Preiskontrollen. Ja. Wo jetzt einige, aber ich glaube, die hören ja nicht zu Pickel bekommen, weil das ist ja, wie gesagt, in Deutschland bei der Mainstream-Ökonomie Preiskontrollen. Aber was ist denn mit Obergrenzen? Das eine ist, wie gesagt, die Bremse. Könnte Politik, EU oder so weiter sagen, jetzt bleiben wir mal beim Spritpreis oder so. Das darf jetzt einfach nicht mehr teurer sein. Genau, also was ja tatsächlich in der letzten Energiekrise dann auch ziemlich spät aber doch passiert ist, dass die EU ein Emergency Gas Price Cap beschlossen hat, was so ein Mechanismus war, der sagt, der Preis auf den Großhandelsmärkten für Gas darf nicht über eine bestimmte Grenze hinausgehen. Das war eine ziemlich hohe Grenze, aber trotzdem war das sozusagen eine Grenze, die automatisch gezogen hätte. Wiederum kam das so spät, dass diese Grenze nie effektiv erreicht wurde. Aber das Prinzip macht eigentlich schon Sinn. Und der Grund, warum man, wenn man sich als EU zusammenschließt und sagt, wir ziehen so eine Grenze, warum das funktionieren kann, ist, dass die EU als Ganzes ein extrem großer Käufer auf den globalen Energiemärkten ist und damit sozusagen eine Käufermacht hat. Also bei so einer wenn man eine Preisobergrenze einzieht, muss man sich natürlich immer fragen, was passiert als nächstes. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung,
Estland sich entscheiden würde, nicht mehr oberhalb von einem bestimmten Preis Öl oder Gas zu kaufen, dann würden die Öl- und Gasunternehmen sagen, okay, tut uns leid, Estland, dann bekommt ihr eben kein Öl und Gas, weil die letztlich so ein kleiner Player auf diesem Markt als Käufer sind, dass sie keine Käufermacht haben. Aber wenn sich die EU vielleicht auch mit dem UK zusammentun würden und im Idealfall auch noch mit ostasiatischen und asiatischen Ländern zusammentun würden, die ja noch viel stärker betroffen sind, jetzt erstmal in der ersten Phase von dem Schock, den wir beobachten, und sagen würden, okay, wir verabreden, dass wir nicht mehr Öl oberhalb einer bestimmten Grenze kaufen, also sozusagen eine Obergrenze multilateral einziehen, dann hätte das schon enormes Gewicht, weil man dann natürlich sehr viel Käuferkraft zusammengebündelt hätte und es dann eben so ein bisschen kann man sich vorstellen, wie so ein Käuferstreik wäre. Aber im Prinzip sagst du, okay, die EU könnte jetzt, weil sie so viel Marktmacht und ökonomische Macht hat, sich zusammenschließen. Da könnte man natürlich fragen, aber die EU funktioniert ja auch so, das ist das ökonomische Modell, dass 27 Staaten gegeneinander im Wettbewerb sind. Und wenn du sagst, die EU könnte sich mit den südasiatischen Staaten zusammentun, um sich zu verabreden, damit quasi ihre Bevölkerungen geschützt werden, dann würden die ja quasi, wenn sie sich verabreden, auch nicht im Wettbewerb miteinander stehen, obwohl das ja der globale Kapitalismus ist. Warum sollten die das machen? Gerade wenn, hatte ich gelesen, die EU eine 15-fache Kaufkraft der südasiatischen Staaten hat. Also da würde man doch eigentlich als globaler Player sagen, na, wir nutzen jetzt diese Macht aus. Und wir kaufen den südasiatischen Staaten die Rohstoffe dann halt weg, weil wir aber 15 Mal reicher sind. Ja, das ist ja auch genau das letzte Mal passiert ist. Warum sollte man das trotzdem tun? Also erstens mal sehen wir ja gerade eine Neuordnung der geopolitischen Landschaft. Und ich glaube, die EU wäre sehr gut darin beraten, in der jetzigen Weltlage zu versuchen, ein neues Verhältnis mit dem globalen Süden aufzubauen, wo die EU so komisch zwischen der USA, Russland und China irgendwie sitzt. Von daher, wenn die EU das tun würde, wäre das wäre das nicht nur eine Frage von Energiepreisen, sondern wäre das auch eine Frage von, wie sich die EU eigentlich in der Welt positioniert. Aber ist das nicht naiv? Ich meine, bisher die letzten Jahre hat die EU sich immer hinter den USA versammelt und egal was Trump macht, wir betteln da noch. Richtig, natürlich. Wir sehen ja auch, dass jetzt sozusagen... Bei Israel, da ist der globale Süden auch total in dem geschockt Sinne, und sagt, was mit euch sollen wir irgendwas machen? Ja, also in dem Sinne ist es naiv, richtig. Sanchez war ja auch der einzige EU-Regierungsführer, der sich sofort und explizit gegen diesen Krieg ausgesprochen hat. Aber er ist eine krasse Minderheit in der EU. Er ist eine krasse Minderheit. Ich sage auch nicht, dass das morgen passieren wird. Aber was ich sage, ist, dass wenn wir es mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu tun haben, und letztlich ist natürlich das allererste, was passieren muss, dass dieser Krieg aufhört. Die Frage ist, wie positioniert man sich jetzt, wenn man sozusagen das nicht aus dem Blick verliert, dass es genau ein solcher Angriffskrieg ist, wäre aus meiner Sicht der richtige politische Zug zu sagen, man schließt sich mit anderen Ländern zusammen, die enormen Schaden erleiden von diesem Krieg, aber eigentlich mit diesem Krieg nichts zu tun haben sollten. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die EU das morgen machen wird, aber was ich sage ist, dass es aus meiner Sicht friedenspolitisch und energiepolitisch eine gute Sache wäre. Und eigentlich müsste man da jetzt auf vorausschauen, kann das wieder naiv sein, die EU-Länder sollten ja auch Interesse daran haben, dass quasi in den Staaten, die viel, viel ärmer sind, keine massiven Krisen entstehen, weil damit ja auch Fluchtbewegungen entstehen könnten. Auf jeden Fall, natürlich. Also ich meine, das geht dann auch wieder zu diesem ganzen Hungerthema zurück. Und da war es tatsächlich so, dass ich letztes Jahr als sogenannter Knowledge-Partner für die
G20 Food Security Task Force eine Studie erstellt habe, in der wir empfohlen haben, dass es so Bufferstocks, das ist so Reservesysteme, öffentliche Reservesysteme für Getreide bräuchte. So ein bisschen so ähnlich wie das, was wir bei Öl und Gas ja schon haben. Also die International Energy Agency hatte jetzt ja auch so eine koordinierte Freigabe von den Reserven initiiert, dass man sowas in der Art für Getreide hätte. Und zwar im Idealfall global, aber da global natürlich schwierig ist, hatten wir ganz konkreten Vorschlag entwickelt für die African Union, wie sozusagen so ein Grain-Buffer-Stock-System, das wenn die Preise niedrig sind, Getreide kauft und wenn sie hoch sind, verkauft und damit die Kaufkraft der African Union auf dem Weltmarkt bündelt einerseits und andererseits auch stabilisierend für die Getreidearten, die nur innerhalb der African Union gehandelt werden, also da eingreift. Und es war nicht möglich, das bei der African G20 durchzubringen, weil es enormen Widerstand von einigen EU-Ländern gab. Und das war also ungefähr eine Woche, nachdem die EU ihre eigene neue Supply Security Strategy formuliert hatte, wo es genau um solche Versicherungssysteme geht. Das heißt, einer der Gründe, die angeführt war, dass dieser Vorschlag, den wir da präsentiert haben, nicht WTO-compliant ist, also nicht mit der Welthandelsorganisation vereinbar ist. Und das war auch wiederum kurz nachdem die EU einen Deal mit Trump gemacht hat, der mit der Welthandelsorganisation rein gar nichts mehr zu tun hat. Das heißt, diese enorme Doppelbödigkeit der EU ist natürlich eine Realität und der Glaubwürdigkeitsverlust der EU im globalen Süden ist auch sehr real. Deswegen sage ich nicht, es ist keine Prognose, dass solche multilateralen Preisstabilisierungen stattfinden werden, aber es ist sozusagen die Diagnose, dass es theoretisch möglich wäre. Und ich finde es schon auch wichtig, in solchen dystopischen Krisen aufzuzeigen, dass auch ein anderer Umgang möglich wäre. Bei Getreide habe ich mir auch immer aufgeschrieben, der Ukraine-Krieg ist ja dann auch entscheidend, weil die Russen und Ukrainer, glaube ich, eine Menge Getreide gerade nach Afrika exportieren. Ja. Und bei der Ölreserve habe ich mir gerade gefragt, wie oft kann man eigentlich eine Ölreserve freigeben? Einmal? Ja, also die International Energy Agency hat ja gesagt, dass der Schock, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, der größte historische Ölschock ist, den es überhaupt je gab. Und die Reserven, die es gibt, sind, glaube ich, für 120 Tage. Das heißt, also man kann, also das, was jetzt freigegeben wurde, war auch schon die größte Freigabe, die, glaube ich, je stattgefunden hat. Man kann da schon noch, ich glaube, noch mindestens einmal, noch mehr, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, also es gibt da noch Spielraum, erneut von diesen Reserven freizugeben, aber alleine werden diese Reserven nicht reichen, um den Einbruch des Angebots aufgrund des Krieges zu korrigieren. Falls ihr Fragen habt an Isabella, gebt sie Hans in die Hand. Habt noch so eine Viertelstunde, damit Hans auch noch eine Viertelstunde am Ende hat. Weil wir gerade auf EU-Ebene und so weiter geredet haben, du hast ja jetzt auch schon mit einigen wichtigen Menschen auf entscheidender Ebene und so weiter immer wieder zu tun gehabt. Wie viel Dummheit steckt da manchmal drin bei den wirklichen Entscheidern? Wie viel Inkompetenz ist da? Also ich würde... Weißt du, man könnte immer sagen, viele denken, die sind korrupt oder die stehen auf der Seite der Konzerne oder die werden von den Reichen und Superreichen irgendwie instruiert und kontrolliert, aber ist vielleicht manchmal auch einfach nur Inkompetenz dabei? Ich habe das manchmal so, meine Erfahrung die letzten 13, 14 Jahre, das haben wir auf politischer Ebene sehr, sehr krass verbreitet. Dass nicht die Besten und Schlausten hier unser Land führen, sondern... Also, was ich sagen würde, ist, dass... Was ist deine persönliche Meinung? Du musst ja keinen Namen nennen. Meine persönliche Meinung ist, dass wir jetzt gerade mit einer Krise zu tun haben, mit einem Krieg zu tun haben, mit Konsequenzen von einem Krieg zu tun haben, das alles Ausmaße annimmt, die man sich sehr schwer vorstellen kann. Und
wenn man jetzt sozusagen als Politiker oder Politiker so immer in seinem eigenen Fahrwasser ist und irgendwie so halt so vor sich hin Politik macht und dann kommt auf einmal so ein Tsunami auf einen zu, es sind, glaube ich, die allerwenigsten darauf vorbereitet. Und das, was ich jetzt gesehen habe, ist ja eigentlich immer so Krisenmanagement gewesen. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall extrem viel Überforderung und sehr viel fehlende Koordinierung gesehen. Ich würde das aber nicht unbedingt also ich würde es nicht primär auf einzelne Personen beziehen, sondern ich würde das eher auf eine Aushöhlung der Staatskapazität beziehen, wo wir sozusagen in mehreren Jahrzehnten von Neoliberalismus eigentlich alle möglichen Fähigkeiten des Staates immer mehr ausgelagert haben, die Unternehmen, die mal staatlich waren, privatisiert haben, die Intelligenz, die mal im Staat war, an Beratungsunternehmen übertragen haben, die Gestaltung von Politikprogrammen, die mal in Ministerien passiert ist, an Thinktanks übertragen haben und so weiter. Und sozusagen dann das, was vom Staat noch übrig geblieben ist, eben nicht mehr so beeindruckend ist. Und insofern ist es, glaube ich, schon auch ein strukturelles Problem. Ich würde aber auch sagen, dass das Thema Mut schon eine Rolle spielt. Also ich finde Sanchez, also ich glaube, der ist sehr intelligent und der hat natürlich auch einen neoliberalen neoliberalen Staat vorgefunden. Aber ich finde ihn einfach auch sehr mutig. Also es gehört schon auch sehr viel Mut dazu, zu sagen, okay, alle sagen das eine und ich sage was anderes. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie Politiker mächtig werden, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die mutigsten Menschen vorne mitspielen. Ja, die angepasst ist. Genau. Es ist halt immer so, du musst immer angepasst, damit du irgendwie dich so nach vorne robst. Politik ist kein Markt der Ideen, wo die besten Ideen sich durchsetzen. Nee. Sondern die angepasstesten sind. Was wäre denn jetzt aber auch wieder naiv, um wieder bei den Preisen und Kontrolle und Affordability, also quasi die Leute sollen also die allermeisten in der Bevölkerung sollen nicht leiden oder quasi gut durch die Krise kommen, dass man quasi so Dinge, also oder Preise für essentielle Sachen der Gesellschaft, der Bevölkerung unter Kontrolle kriegt. Keine Ahnung, die Mieten dürfen jetzt erstmal nicht steigen, beziehungsweise alles, was da drumherum ist, Nebenkosten und so weiter. Die Leute sollen Wasser haben und die Leute sollen irgendwie von A nach B kommen mit dem Auto. Also einfach so alles, was essentiell und überlebenswichtig für eine Gesellschaft ist. Das regeln wir jetzt erstmal. Und ob jetzt quasi irgendwas anderes noch teurer wird und so weiter, das lassen wir erstmal sein. Aber dass sich die Politik darauf konzentriert, wäre das... Ja, das ist ja der Ansatz, den ich seit 5 Jahren predige. Ja. Und der tatsächlich jetzt ja mit der Wahl von Mamdani in New York auch auf einmal so einen riesigen Boost bekommen hat. Weil was Mamdani gemacht hat, war ja eigentlich sehr einfach. Ne? Also er hat gesagt, okay, kostenlose Busse, kostenlose Kinderbetreuung, Mietendeckel für den Teil des Mietmarktes, der auch ohnehin schon reguliert war in New York. Und dann noch als Experiment, als Pioniere öffentliche Supermärkte in den Food Deserts, also in den Bereichen, wo es kein gutes Lebensmittelangebot gibt. Das klingt erstmal irgendwie sehr einfach, aber was letztlich die Message davon ist zu sagen, dass diese essentiellen Güter eben so essentiell sind, dass es die Verantwortung der Politik ist, sich dafür einzusetzen, dass sie für alle leistbar sind. Ja. Genau, und ich glaube, das ist absolut das, was wir brauchen. Was man dann konkret bei jedem Sektor macht, muss natürlich auf den Sektor zugeschnitten sein, weil man sich dann eben aus dem Bereich von zum Beispiel Steuerpolitik, wo man immer schön über Summen an Geld reden kann, hin zu dem Bereich von physisch und institutionell sehr unterschiedlichen Sektoren bewegt. Und was man da konkret tut, muss natürlich auf diese Realitäten zugeschnitten sein. Aber als allgemeines Prinzip kann man, glaube ich, sagen, dass in dem Moment, in dem man preisstabilisierende
Maßnahmen ergreift, muss man das immer mit Maßnahmen flankieren, die dazu führen, dass auch das Angebot hochgeht. Also wenn ich einen Mietendeckel mache, mache ich nicht einfach nur einen Mietendeckel, sondern ich muss auch schauen, dass ausreichend Wohnraum gebaut wird, dass Leerstand begrenzt wird, dass die Möglichkeit für Mieterinnen und Mieter in andere Wohnungen umzuziehen, die für sie passender sind, dass sie sozusagen nicht in Wohnungen, also es gibt ja immer wieder den Fall, dass ältere Leute in sehr großen Wohnungen wohnen, die eigentlich gar nicht so eine große Wohnung haben wollen, aber sich keine andere Wohnung mehr leisten können und deswegen eben in der billigeren Wohnung bleiben, die ihnen eigentlich viel zu groß ist, dass man Lösungen findet, wie das sozusagen für diese Menschen gute Wohnungen gefunden werden, aber dadurch auch Wohnraum frei wird. Noch viel wichtiger natürlich der Leerstand, der rein für spekulative Zwecke ist und so weiter, dass man die Begrenzung der Möglichkeit mit Wohnraum mit Wohnraum zu spekulieren begrenzt. Also all diese Dinge muss man natürlich gleichzeitig tun. Es reicht nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Mietendeckel und dann Ende der Geschichte. Wenn man sich den Lebensmittelsektor anschaut, dann hat Mexiko eine ganz schlaue Politik gemacht. Die haben gesagt, okay, es gibt so einen Korb an essentiellen Lebensmitteln und der Preis von diesem Korb wird stabilisiert. Da die Lebensmittelbranche so konzentriert ist, muss man da sich jetzt auch nicht mit Hunderten und Tausenden von Unternehmen koordinieren, sondern eigentlich nur mit einer kleinen Handvoll. Ist ja hier in Deutschland auch, also die Supermärkte, ja, extrem Aldi, Rewe konzentriert, und so weiter. genau. Und die haben alle ihre Eigenmarken, also über die Eigenmarken könnten die das eigentlich sehr schnell und sehr leicht umsetzen, sowas. Aber gleichzeitig es reicht natürlich wiederum nicht, und das ist so ein bisschen das Thema hier, also wenn man sozusagen nur bei dem Konsumenten am Endpunkt eingreift und alle Strukturen dahinter gleich lässt, dann hat man natürlich erstmal eine Entlastung geschaffen, aber der Preisdruck, der baut sich natürlich wieder auf. Und das geht zu diesem Bufferstock-Thema zurück. Also es braucht Mechanismen, die sozusagen zu einer größeren Stabilität auf den Lebensmittel-Rohmaterialmärkten beitragen. Aber es braucht natürlich auch letztlich Programme, die die Abhängigkeit der Lebensmittelproduktion von fossil basierten Düngemitteln überwindet. Also insofern ist es eben immer so aus meiner Sicht die Logik, man kauft Zeit mit Maßnahmen, die direkt den Menschen zugutekommen und gleichzeitig unternimmt man strukturellere Maßnahmen, die das Ganze nachhaltig machen. Kurzer Sidetrack, weil du ja auch Teil dieser Kommission bist, jetzt gerade, die sich um die neuen Schuldenregeln kümmern soll. Ja, dazu kann ich leider nichts sagen. Kannst du gar nichts sagen? Weil man könnte ja sagen, wenn jetzt der Staat sich erstmal in Krisenzeiten um die Gesellschaft kümmern muss, dann muss man vielleicht ich kann meine eigene Meinung muss man vielleicht mal an der Schuldenregel was ändern. Also ich kann meine eigene Meinung sagen. Ich habe den Eindruck, da sind andere Leute bei euch in der Kommission, die nur da drin sitzen, damit alles so bleibt, wie es ist und eben nicht. Ich kann meine eigene Meinung sagen. Bitte. Und meine eigene Meinung ist, dass also gerade wenn wir über Inflationsgefahren reden, und das geht auch wieder auf das zurück, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, also muss letztlich jetzt enorm investiert werden, um die Resilienz gegenüber Schocks zu erhöhen. Also wäre anstatt die ganze LNG-Infrastruktur aufzubauen, enorm in Erneuerbare investiert worden, wäre man jetzt weniger abhängig von diesen Schocks. Hätte man enorm in die Bahn investiert und in den öffentlichen Nahverkehr, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich mit Bus und Bahn gut und verlässlich und komfortabel zu bewegen, dann hätte man jetzt nicht die Abhängigkeit von den Autos und wäre auch gegenüber diesem Schock mehr gewappnet und so weiter. Das heißt, in dem Moment, in dem man sagt, man muss irgendwie die Staatsverschuldung begrenzen, weil hohe Schulden führen zu Inflation, hat man aus meiner Sicht das Pferd verkehrt aufgezäumt. Man muss eigentlich jetzt investieren und man muss öffentlich investieren in diese essentiellen Bereiche, um sozusagen Resilienz und leistbares Leben zu realisieren. Und dafür braucht man fiskalischen Spielraum. So lustig, ne? Also die Autoindustrie immer vorneweg quasi Bahn kaputt zu machen und so weiter, damit die Leute weiter individuell
sich ein Auto kaufen. Die fossile Industrie haben dafür lobbyiert, dass die Erneuerbaren nicht so gut ausgebaut werden, beziehungsweise dass die fossile Industrie jetzt quasi sich diese Erneuerbaren aneignet und alles Mögliche. Oh Gott. Wir müssen uns beeilen, damit Hans noch kommt. Was ist aber auch jetzt eine naive Frage? Warum lösen wir das nicht einfach damit, dass die Leute aber mehr Lohn haben? Dass die Politik einfach dafür sorgt, hier, jetzt das Leben wird 20-30% teurer. Dann sorgen wir dafür, dass die Löhne 20-30% steigen. Bums, ausgelöst. Dann müssen wir nichts an Preis machen und so weiter. Auch wenn der Preis für Arbeit steigt halt, aber... Naja, also erstmal bin ich natürlich auch für gute Löhne. Gar keine Frage. Also man muss natürlich auf der Lohnseite auch nachziehen. Das ist also gerade bei den Reallohneinbrüchen, die wir hatten. Aber die Sache ist ja, dass bei den essentiellen Bedürfnissen die Menschen eben sehr wenig Spielraum haben, sie nicht abzudecken, weil sie per Definition essentiell sind. Und deswegen sozusagen Preisausschläge nach oben in diesen essentiellen Bereichen die Menschen unmittelbar treffen. Und was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass die Gewerkschaften ja gar nicht hinterherkommen, die Reallohneinbrüche, die von dieser Art von Schocks ausgehen, wieder wettzumachen. Und selbst wenn sie wettmachen, ist es ja so, dass in der Zwischenzeit die Menschen sich eben enorme Sorgen machen mussten, ob sie Wohnraum haben, ob sie ihre Wohnung warm halten können, ob sie sich ihre Transportmöglichkeiten leisten können, ob sie sich ihre Grundbedürfnisse erfüllen können. Und diese Angst, die dabei entsteht und die Verunsicherung und die Infragestellung eines würdigen Lebens ist ja letztlich auch das, was auch zu einem Nährboden für die AfD und für extrem rechte Kräfte nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern geführt hat. Das heißt, dass es hierbei sozusagen darum geht, dass einerseits in diesen Krisenzeiten, in denen wir uns befinden, die essentiellen Bedürfnisse abgesichert sein müssen und das eine öffentliche Verantwortung ist, aber es andererseits auch um demokratieerhaltende Maßnahmen geht. Damit wollte ich nämlich enden. Ich glaube, du musst irgendwann nochmal, wann kommt dein Buch raus jetzt zur antifaschistischen Wirtschaftspolitik? Im Oktober, okay, bei Surkamp. Dann kommst du nochmal wieder. Bist du denn noch in Deutschland? Da bin ich noch in Deutschland, ja. Du bist aktuell gerade in Deutschland, obwohl du ja eigentlich in Boston da oder in Amherst, Massachusetts. Ich lehre gerade online, genau, und bin aber physisch in Berlin. Okay. Hast du Probleme gerade als ausländische Professorin eigentlich an der amerikanischen Uni? Noch nicht. Okay. Letzte Frage, weil du ja für antifaschistische Wirtschaftspolitik stehst und man müsste eigentlich meinen, dass quasi unsere SPD historisch ja auch eine antifaschistische Partei ist, die ist an der Macht. Kurze Frage, weil der Vizekanzler, SPD-Chef und so weiter jetzt grundlegende Reformen angekündigt hat. Sind das, was er vorgeschlagen hat, jetzt antifaschistische Maßnahmen, damit die Rechten nicht von dieser ganzen Krise profitieren? Erstens, die Leute sollen mehr und länger arbeiten. Das heißt, die Frühverrentung soll erschwert werden, sagt Klingbeil und die SPD. Die Teilzeitanreize sollen runtergehen. Die Leute sollen länger arbeiten, Vollzeit arbeiten. Ehegattensplitting soll dafür weg. Berichtspflichten für Unternehmen sollen aber gestrichen werden. Und es sind auch jetzt eine höhere Mehrwertsteuer im Spiel. Ist das eine antifaschistische Wirtschaftspolitik? Nein. Das kann man so ganz kurz zusammenfassen. Also ja, wir unterhalten uns dann darüber, wenn das Buch raus ist im Oktober, aber letztlich geht es darum, wirtschaftliche Unsicherheit zu begrenzen und Ungleichheit einzudämmen, und all diese Maßnahmen, die du gerade vorgelesen hast, machen natürlich das Gegenteil. Aber wie doof kann man sein, dass jetzt, ich meine, wir wissen doch quasi, was die Ursachen dafür sind, dass die Faschisten immer weiter profitieren. Dass die Ungleichheit größer wird, dass die Leute immer mehr Zukunftsangst haben, dass die Renten so niedrig sind, obwohl wir eines der reichsten Länder sind. Kapieren die immer noch nicht. Das ist ja quasi jetzt einfach nochmal eine neue neoliberale Reformwelle, was da ansteht. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist so in der Mottenkiste der frühen 2000er wieder angelangt. Also
mir fehlen die Worte. Du sprichst mit denen doch auch irgendwie im Hintergrund. Was ist mit denen los? Also ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist da dann tatsächlich wieder die Schuldenbremse. In dem Moment, in dem man sozusagen diesen fiskalischen Druck hat, kommen ganz viele dieser Fragen auf die Agenda. Aber es fehlt letztlich auch, denke ich, an Mut, es anders zu machen. Und wir sehen eine Regierung, die eindeutig die ganzen Probleme, die zum Aufstieg der Rechten führen, leider noch weiter verschärfen. Ja. Ich meine, wenn man in dieser Logik bleibt, okay, Schuldenbremse muss sein, wenn wir jetzt mal sagen, plus minus null Einnahmen und Ausgaben des Staates. Und die Ausgaben müssten jetzt einfach mal höher gehen, weil die Krise bekämpft werden muss. Da könnte man ja quasi auch selbst in der Logik dieser Schuldenbremse bleiben und sagen, okay, dann erhöhen wir aber die Einnahmen. Und wir haben vorhin angefangen damit, dass die Reichen und die Superreichen jetzt hiervon profitieren werden. Wir haben die drittmeisten Milliardäre in Deutschland. Wir haben super viel Geld zur Verfügung. Die Politik könnte die Einnahmenseite erhöhen. Ja, aber das System ist ja eins von öffentlicher Armut und privatem Reichtum. Und dieses System wird eben weiter zementiert. Ist so ein trauriges Schlusswort. Komm bald wieder. Danke für die hoffentlich Einladung. wirst du nicht frustriert von dieser ganzen politischen Konstellation. Jetzt kommt Hans. Nächstes Mal dann antifaschistische Wirtschaftspolitik. Ja. Jo. Ja, schneller Durchlauf, wir haben noch eine Viertelstunde. Kein trauriges Anfangswort, sondern eine Korrektur. Helium ist, darauf haben mehrere Foristen und auch das Internet hingewiesen, es ist praktisch unbegrenzt lagerbar, geeignete Druckbehälter vorausgesetzt. Dann geht es vielleicht um die Knappheit der geeigneten Druckbehälter. Das tut mir leid, wenn ich das falsch es wird gesagt, wenn Helium in entsprechenden Druckflaschen, die sicher abgeschlossen sind, aufbewahrt wird, könne man es unbegrenzt lagern. Vielen Dank an das Publikum. Vielleicht dazu kurz gesagt, das sind alles gerade so viele Nachrichten, die reinkommen. Da kann man sich leicht vertun. Ja, Vielen vielleicht Dank. ist es ja auch so, dass in der Nähe von Produktionsanlagen größere Tanks da sind, die einfach nicht diese Druckflaschen Konsistenz haben. Möglicherweise ist es dann begrenzt, weiß ich nicht. Also ich habe irgendwo gelesen, dass in der Industrieproduktion das Lagerproblem besteht. Aber wie genau. Ja. So, dann eine Frage, weil du die Internationale Energieagentur ja gelobt hast für ihre Analysen, ob du denn dann auch die Kritik des Chefs Fatih Birol an der deutschen Energiepolitik teilst, der gesagt hat, vor wenigen Tagen, der Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie sei ein riesiger strategischer Fehler gewesen, der die Auswirkungen für Deutschland durch den Wegfall der Fossilen jetzt nur noch schärfer anwachsen lassen würde? Na, ich würde sagen, das Problem ist, dass sich Deutschland sehr stark auf Ausstiege fokussiert hat und sehr viel weniger auf den Aufbau dessen, was anstattdessen da sein soll. Ich würde nicht sagen, dass man jetzt wieder zurück in die Atomenergie kommen sollte, aber dass sozusagen zu viel beim Ausstieg und zu wenig beim Aufbau gemacht wurde. Ja, weil Neubau von Kernkraftwerken, da wo sie in klassischer Meilertechnik passieren, da dauert es dann eben doch mehrere Jahrzehnte, bis so ein Ding steht. Die Endlagerproblematik ist ungeklärt und auch die neueren in Planung befindlichen kleinen Kraftwerke sind eher teuer als alles andere, sagen Menschen, die sich damit beschäftigen. So da wart ihr eben schon eigentlich, ist die aktuelle Bundesregierung eigentlich williger als die vorherige, in den Markt einzugreifen, nach deiner Einschätzung? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen und Monaten. Also bisher bei anderen Themen war die jetzige Bundesregierung natürlich sehr markttreu. Hat der Thilo gerade mit der Liste von Punkten und Reformen bereits, denke ich, klar den Überblick gegeben. Dennoch würde ich schon sagen, dass diese sehr schnelle Forderung nach einer Übergewinnsteuer von Seiten der SPD
eine größere Bereitschaft einzugreifen anzeigt, als es das letzte Mal in diesem Zeithorizont der Fall war. Und auch die Forderung nach einem Benzinpreisdeckel nach dem luxemburgischen Modell von Seiten der SPD auf eine Eingriffswilligkeit hindeutet. Die Frage ist natürlich immer, ob das mit der CDU zu machen ist. Und ja, das die Wirtschaftsministerin, die ja fachlich zuständig ist, die scheint da so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, als Eindruck aus der Bundespressekonferenz, wo wir 3-mal in der Woche mit den Regierungsvertretern zusammensetzen, das Wirtschaftsministerium scheint da ein bisschen paralysiert zu sein. Deren Standardformulierung ist, wir beobachten ganz genau und wenn es nötig ist, dann können wir auch eingreifen. Aber anscheinend ist der Punkt des härteren Eingreifens, wird zumindest in dem Ressort vielleicht noch nicht so gesehen. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Nächste Frage. Bedeutet Preisdeckel nicht, dass der Staat investiert, um knappe Güter auf dem Weltmarkt auf Pump zu kaufen, sodass wir dadurch ärmere Länder eigentlich aktiv aushungern? Oder ist das eine falsche Vorstellung von Preisdeckel? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ja, der Fragesteller geht offenbar davon aus, wenn Deutschland sagt, wir machen einen Preisdeckel, dass das zur Folge hat, dass Deutschland, wer auch immer, Staat oder Unternehmen, knappe Güter irgendwo anders aufkauft, zu Preisen, die wir uns leisten können, mit geliehenem Geld, und dadurch nichts mehr für noch ärmere Länder übrig bleibt und wir die dadurch verhungern lassen. Ist das also eine logische Auswirkung des Prinzips Preisdeckel oder ist das falsch gedacht? Also ich würde sagen, das ist eine logische ein logisches Ergebnis von dem Preiswettbewerb, den wir gerade auf den globalen Märkten beobachten, wo eben jedes Land versucht, zu den Preisen, die sie zahlen können, Energie in ihr Land zu bringen. Insofern ist sozusagen die große Kaufkraft, die die EU-Länder haben, perspektivisch hat sie die Möglichkeit, genau sowas auf so ein Ergebnis zuzulaufen. Aber ein Preisdeckel hätte diese Konsequenz genau, nicht. Aber es ist nicht das Ergebnis des Preisdeckels. Und das war, wofür ich mich ausgesprochen habe, wo ich ja auch sehr deutlich gesagt habe, dass das nicht unbedingt morgen kommen wird, aber was aus meiner Sicht eine logischere Herangehensweise im Kontext des Kriegsgeschehens wäre, ist eben so ein multilateraler Preisdeckel, wo man eben genau sagen würde, okay, eine ganze Reihe von Ländern würden sich zusammenschließen und würden sagen, über einem bestimmten Preis kaufen sie nicht mehr, um genau dieses Problem zu vermeiden, dass eben die ärmeren Länder dann die größte Energiearmut haben. Man kann natürlich sagen, wenn man jetzt so eine Preisbremse macht, wie sie in der letzten Energiekrise umgesetzt wurde, dass ein gewisser Teil des Spardrucks abgesenkt wird, weil man jetzt eben niedrigeren Preis hat. Aber deswegen war ja genau das Design so gewesen, dass der Preis niedrig ist für den Grundbedarf, also für den ersten Teil des Verbrauchs. Also sozusagen ein Basistarif und dann gibt es die Extras. Ja. Genau, und insofern ist es schon natürlich wichtig, wenn man mit physischen Knappheiten konfrontiert ist, dieses Signal zu haben, dass nicht alle jetzt so viel wie möglich verbrauchen. Da wurde gefragt, weil du den Begriff der physischen Knappheit vorhin auch schon hattest, was sind denn nicht physische Knappheiten? Naja, oder gibt's die nicht? Die gibt's nicht, ist natürlich, also ich habe nur physisch noch dazu gesagt, weil wenn man sozusagen so einen Preisausschlag hat, dann ist ja da eine Knappheitserwartung drin. Okay. Aber die kann sich materialisieren oder nicht. Ja. Und es kann dann eben so zu einer wie tatsächlichen Börsenkurse eigentlich Wetten auf die Zukunft sind. Genau. Und bei der physischen Knappheit ist die Knappheit tatsächlich da. Genau, also tatsächlich, Okay. Man geht an die Tankstelle und es gibt kein Öl und Gas mehr. Okay. Entschuldigung, es gibt kein Benzin mehr, kein Diesel und Benzin mehr. Es gibt auch Autos, die mit Autogas fahren. Wie würdest du, nächste Frage, Übergewinne definieren? Ist da so eine Marge, ihr habt vorhin schon darüber gesprochen, gibt es da so eine Faustformel, dass man sagt, es darf nicht 5% über dem, was weiß ich, 3-jährigen Mittel der letzten Jahre liegen? Genau, Oder wie wäre es?
Ja. Ganz konkret spezifischen Zahlen habe ich jetzt keine Definition vorbereitet, aber die Logik ist sozusagen, dass man sagt, okay, es gibt einen Durchschnitt der letzten Jahre und über diesen Durchschnitt darf man nicht um mehr als x% drüber liegen und alles, was da drüber ist, ist ein Übergewinn. Dass das steuerlich machbar ist, haben wir ja schon mal erlebt. Wie wäre es mit der staatlichen Festsetzung von Höchstpreisen für diese Produkte? Sind die nach deiner Kenntnis in Deutschland möglich auf Grundlage des bestehenden Rechts oder müsste dafür Gesetz neu geschrieben werden? Weißt du das? Ich bin keine Juristin, deswegen kann ich die Frage leider nicht beantworten, aber ich wäre mir ziemlich sicher, dass man Gesetze schreiben kann, mit denen man das festlegt. Also zum Beispiel dieses luxemburgische Modell könnte man ja in ein Gesetz gießen. Aber es ist natürlich, also wir haben danach auch auch in der Bundespressekonferenz gefragt, da wusste das jedenfalls spontan das zuständige Ministerium. Also es gibt ja auch so Dinge wie Buchpreisbindung, bei Medikamenten gibt es ja auch Preisbindung und so weiter. Deswegen würde ich jetzt nicht sehen, warum es rechtswidrig ist. Aber Apothekenpreise für Sprit. Ja, das waren die 5%. Wird die bevorstehende Ölkrise, die Knappheit, die wir in den 70er Jahren erlebt haben, übertreffen und könnte dadurch, ihr habt das auch schon angedeutet, die KI-Blase wirklich platzen? Einfach weil KI-Generierung so enorm hohe Energiekosten hat. Also bei der Frage mit dem Vergleich der 70er Jahre würde ich auf die International Energy Agency verweisen und eben deren Einschätzung, dass es der größte historische Schock auf den globalen Ölmarkt ist. Ich habe da keine eigenständige Expertise, würde nur auf diese Einschätzung verweisen. Bei der Frage nach der AI-Bubble ist es sehr schwierig, letztlich zu sagen, wie es genau ausgehen wird. Aber ich würde schon sagen, dass wenn es tatsächlich zu Chip-Shortages kommt, plus den hohen Energiepreisen, dass das den Boom zumindest zeitweise abschwächen wird. Ihr habt auch schon darüber gesprochen, dass mindestens Klingbeil jetzt sozusagen ein bisschen Churchill macht, nicht? Blood, Sweat and Tears. Und es gibt dazu eine Schlagzeile, Klingbeil Zitat, die Menschen sind bereit, Opfer zu bringen. Also sozusagen, sei es höhere Preise zu bezahlen, länger zu arbeiten, wie auch immer. Teilst du diesen Eindruck? Ich meine, du guckst ja mindestens zum Teil von außen, von den USA auf Deutschland. Naja, die Frage ist, Opfer für was? Also ich glaube nicht, dass ein Krieg, der völkerrechtswidrig ist und nicht populär ist, sich dafür eignet, dass Menschen Opfer bringen, um höhere Preise für Dinge zu zahlen, ohne die sie nicht können. Es gibt dazu interessante Zahlen. Im jüngsten ZDF-Politbarometer wurde gefragt, ob die Menschen das, was jetzt die Bundesregierung avisiert hat als Paket zur Kostenreduzierung bei Energiepreisen, wie sie das finden. Und da waren 80%, das ist ziemlich viel, 80% waren der Meinung, das ist bei weitem nicht ausreichend. Also 4/5, das ist ein ungeheuer hoher Anteil. Ja. Und wenn man das in Relation setzt zu zur aktuellen Sonntagsfrage, da liegen CDU und AfD Kopf an Kopf direkt aneinander. Also diese Unzufriedenheit mit den Maßnahmen der Regierung zahlt überdurchschnittlich ein, offenbar bei einer Zustimmung zur AfD. Ja, und wir haben ja auch immer wieder gesehen, dass diejenigen, die AfD gewählt haben, ihre eigene wirtschaftliche Lage als schlecht eingeschätzt haben. Ja. Und ich denke, dass viele davon ausgehen, dass das, was jetzt auf sie zukommt, ihre wirtschaftliche Lage noch schlechter macht. Ja. Hast du dich eigentlich mal, das wäre ja auch ein Thema noch für ein nächstes Gespräch, dich fachlich auseinandergesetzt mit den wirtschaftspolitischen Vorstellungen der AfD? Weil es gibt ja die These, dass das, was die AfD programmatisch macht oder im Sinn hat, die so deutlich werdenden Interessen und Ängste ihrer Anhänger
überhaupt nicht befriedigt, sondern im Gegenteil noch deren Krise dramatisch verschlechtert. Hast du dich damit auseinandergesetzt? Nicht im Detail, also ich habe mich schon immer wieder damit auseinandergesetzt, aber es ist jetzt nicht der Kern meiner Expertise. Aber ich würde schon sagen, also einerseits ist die AfD natürlich ursprünglich auch von Ökonomen mitgegründet worden, die durchaus sehr neoliberal waren. Und wenn wir uns, euroskeptische Partei. Genau, euroskeptische Neoliberale. Wenn wir uns die konkreten Positionierungen anschauen, jetzt zuletzt in der Energiekrise war ja die Forderung von der AfD, die Steuer zu senken, ist das zum Beispiel eine Maßnahme, die immer wieder als nicht besonders effektiv nachgewiesen wurde, weil die Steuer gesenkt wird, aber der Preis nicht unbedingt mit der Steuer fällt. Und es natürlich eine Maßnahme ist, die letztlich zulasten des Staates und nicht zulasten von Unternehmen geht. Und insofern ist es eine sehr kapitalfreundliche Positionierung, wenn man so möchte. Und ich denke, das zieht sich schon so ein bisschen durch, aber es ist halt immer so ein Hodgepodge von verschiedenen Dingen, die sich nicht unbedingt in ein kohärentes wirtschaftspolitisches Programm übersetzen. Da gibt es auch Elemente, die sozusagen populistisch sich positionieren wollen, aber ich würde sagen, dass der Kern schon neoliberal ist. Die 3 letzten Fragen. Welche weiteren Schocks sind eigentlich absehbar? Werden wir Iran als Dauerkrise erleben? Was ist mit Taiwan? Und gibt es einen Diskurs zwischen euch, sage ich jetzt mal, progressiven Ökonomen und den konservativen Ökonomen über die Frage geeigneter Maßnahmen kurz- und langfristig zur Krisenbewältigung? Also ich glaube, dass die Frage, also Taiwan ist natürlich wiederum eine sehr schwierige Frage vorherzusehen. Als Ökonomin habe ich da keine besondere Expertise. Aber meine Einschätzung ist, dass solange die USA ihr Standing in der Welt Tag für Tag aktiv ruinieren mit der aggressiven Außenpolitik, die sie betreiben, China kein großes Interesse hat, Taiwan anzugreifen, sondern sozusagen schön erstmal zuschaut, wie die USA sich selbst zugrunde richten. Was große Schocks angeht, denke ich, dass natürlich das ganze Thema von Klimakatastrophen zu ständigen Schocks führen wird und schon führt. Und die Frage natürlich immer ist, wie groß die sind, wo die einschlagen und so weiter. Aber im Lebensmittelbereich sehen wir das schon. Also viele haben vielleicht festgestellt, dass die Schokoladenpreise hochgegangen sind. Das hat mit Dürren und so weiter zu tun in der Kakaoproduktion. Also diese konkreten Schocks für konkrete landwirtschaftliche Bereiche werden, denke ich, weiter fortbestehen und zunehmen. Und ich glaube auch, dass sozusagen die geopolitische Situation einfach so unstabil ist, dass kleine Verschiebungen schon zu großen Instabilitäten Ja, ihr habt auch darauf hingewiesen in einem ziemlich guten Artikel in Surplus, dass durch die Preissteigerung zum Beispiel bei Sprit Fischer auf den Philippinen nicht mehr fischen können, weil sie einfach den Sprit für ihre Boote nicht bezahlen können. Richtig, das heißt, diese ganze Gefahr von sozusagen keinen Zugang mehr zu haben zu diesen zu den grundsätzlichen Energieangeboten, ist eine, die bereits Realität ist. Also wir in Deutschland haben das jetzt so in der Fläche noch nicht, aber in den Philippinen ist es zum Beispiel bereits der Fall, ja. Letzten beiden hältst du... und zu der Frage, ob die... Genau, Kommunikation mit konservativen Ökonomen? Also ich sehe da keine große Kommunikation. Mein Eindruck ist, dass es selbst bei dieser Frage der Krisenvorbereitung eigentlich immer wieder in die gleiche Zersplitterung von Denkschulen hineingeht. Schade. Hältst du die Liberalisierung des europäischen Energiemarktes mit Energiehandel an der Börse eigentlich für einen Erfolg?
Nee, und ein ganzes Thema, über das wir auch nicht gesprochen haben, ist der Strommarkt. Also wir haben ja dieses Merit-Order-Prinzip, wo sozusagen immer die teuerste Einheit der Strom bestimmt wie viel der Strom kostet. Der anderen. Ja, und das ist ja letztlich auch eine Frage des Marktdesigns, das ist nicht naturgegeben. Und eine sehr offensichtliche Maßnahme wäre die Entkopplung der Strompreise von den Gaspreisen, wie es Spanien in der letzten Energiekrise auch gemacht hat. Und nur als ein Beispiel von einem nach dem neoliberalen Lehrbuch kreierten Markt. Ja, das ist im Grunde sowas Ähnliches wie das Luxemburger Modell auch in einem anderen Gebiet, ne? Dass man sagt, wir setzen fest, welche Preise es für ein Endprodukt geben darf. Wir setzen das politisch fest und entkoppeln es von Gestehungskosten, richtig? Also das iberische Modell sagt erstmal einfach nur, dass der Gaspreis gedeckelt wurde in dem Fall von Spanien und damit sozusagen die Gasverstromung nicht mehr zu so hohen Strompreisen führt und dann sozusagen so eine Entkopplung entsteht. Aber man könnte auch sagen, dass die Strompreise einfach festgesetzt werden und nicht sozusagen sich ständig als Marktpreise bewegen. Die nächste Frage ist doch die vorletzte. Ich habe eine Karte vergessen. Die direkten wirtschaftlichen Kosten der Krise kann man wohl leichter berechnen als die Kosten für die Menschen, wie zum Beispiel Gesundheit und so weiter. Oder gibt es auch dafür Umrechnungsmodelle, mit denen man das abschätzen kann? Naja, es gibt immer, also die Ökonomen lieben es, Dinge in Geld auszudrücken. Also es gibt auf jeden Fall Versuche, solche Dinge auch als wirtschaftliche Kosten zu übersetzen. Aber das ist natürlich immer eine Übersetzungsarbeit. Also Übersetzung ist hier das zentrale Wort und das hängt natürlich immer von den Annahmen ab, die man trifft. So. Und dann schreibt zu allerletzt der sparsame, ich weiß nicht, ob schwäbische Hausmann, mit was sollte ich als privater Verbraucher im Hinblick auf die kommenden Knappheiten mich jetzt eigentlich vorratsmäßig eindecken? Oder ist das schon zu spät? Also bei Corona war es zeitweilig Zellstoff, Toilettenpapier und Küchenrollen. Oder ist das eine Chimäre, zu sagen, ich meine, was nützt es, wenn ich mir jetzt 3 Kanister Sprit in die Garage stelle oder 6 Kästen Wasser? Ja, also was in der Regel dann passiert, ist, dass es dann zu so Panikkäufen kommt. Also zum Beispiel dieses Beispiel Zellstoff, das hat sich ja eigentlich nicht materialisiert. Aber indem alle in den Laden gerannt sind und die Sachen gekauft haben, war es auf einmal nicht mehr da. Und zumindest in den USA gab es da auch Store-Level-Rationing. Also das wurde rationiert von den Supermärkten. Von daher würde ich jetzt nicht dazu aufrufen, dass alle losrennen und sich Kanister Benzin in die Garage stellen und damit die Knappheit noch verschärfen, sondern letztlich braucht es hier eine politische Lösung. Das kann man als Einzelner nicht abwenden. Isabella, danke schön, danke für deine Zeit, deine Antworten, danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Ja, existenziell wichtig für den Kanal, damit da keine physische Knappheit sich einstellt, freuen wir uns über Menschen wie die im vergangenen Monat dabei waren. Seht ihr jetzt im Abspann. Wenn ihr wollt, bis bald. Tschüss. Vielen Dank.